Armed with plastic swords and matchsticks, it's easier than the first name basis. I wish it could stay this safe until the summer comes and washes it away. Then everything now has got consequences. I know you're waiting for the snow to fall, but there's no snow around here. I know the lights are long, they're wrong, but they're wrong. Marched on, armed with backpacks and lunch in brown sacks. We're trampling on the words of elders as if they could smell her face, until another comes and washes her away. But then everything now has got consequences. I know you're waiting for the snow to fall, but there's no snow around here. And I know the lights are on, they're long, they're long. And she says, you're asking me questions that I can't answer. It's bringing us down, and the time that it takes to get here from nowhere, I just won't hang around. 'cause I know, and you know how this ends, how this ends. And I know you're waiting for the snow to fall, but there's no snow around here. And I know these lights are long, they're long, they're long. And I say, you asking me questions that I can't answer. It's tearing us down, and the time it takes to get here from nowhere, I just won't hang around. I ask you these questions that I can't answer. It's tearing us down, the time it takes to get to this war zone, I just won't hang around. Side is mine, she won't hang around. Side, she won't hang around. Manche will du laut. She won't hang around. She won't hang around. Every hope you smashed in my tomorrow She won't hang around. must have seemed like such a waste when that tomorrow She won't hang around. Einen wunderschönen guten Abend. Und Kamera passt noch nicht. Upp.
dass das Spiel den Sound nicht im Background. So. Das sollte besser sein. Ja, ich hoffe, ihr hattet gestern einen entspannten Abend. Bin leider wegen Zahnbehandlung ausgefallen, aber dafür können wir da jetzt direkt weitermachen. Stream Game, Market Square, let's go. Verlieren wir gar nicht erst viel Zeit. Wir kämpfen uns durch die Stadt und zuletzt am Dienstag sind wir von einem Typen angelabert worden, dass wir doch bitte das Anwesen von seinen Chef irgendwie retten sollen, und wir haben gesagt, klar, sind wir dabei, und da sind wir dann jetzt wohl dabei. Was haben wir da noch? Giant Princess of Blood, ah ja genau. Terendelev haben sie da wahrscheinlich entlang gezahlt. Oh, was haben wir da? Hear me, take heed, the hordes of the abyss march. Somewhere the Watson is their target. Must not be allowed to capture it. The consequences will be disastrous. Ah, March on Canabras. They must not be allowed to capture it. Das klingt eher friendly. To the Temple of Desna. Das Anwesen wird schon noch kurz da warten, oder? Ich glaub schon. Fanfare of the Faithful, okay. Schauen wir gleich mal. Bevor wir da irgendeine Kisten aufmachen, eventuell steht da was Interessantes drin zu dem Thema. Fanfare of the Faithful. As soon as the supplies for the festivities had been brought into the city and the heralds had spread the news throughout the localities, the celebration began. Thousands of Canabrasians took to the streets to hail their stalwart defenders. Trumpeters and drummers opened the procession with the orders following behind, the Crusader brethren with their gleaming steel and their banners flying high. The first to come were the ever-bright Crusaders, the most virtuous and righteous of all Canabra's defenders. So deep was their devotion that, when confronted with the shouted greetings and the glinting of adoring eyes, many of the knights began to pray as though attempting to ward off a sinful pride. Leading by higher-ranking Crusaders was the Order's commander, the esteemed Seer Cobelan, who is a father to his soldiers and a mentor to his recruits. Next came the Order of the Flaming Lance, those indefatigable persecutors of evil and vice, renowned for their doggedness and fortitude. A heavy shadow veiled the faces of those crusaders who too often have witnessed the monstrous nightmares of the world wound, and who daily risk their very souls in service of the vulnerable and defenseless. Commander Mia, famed for her scholarship and sagacity, marched with the Order's rank and file. The procession continued with the Crusaders of the Order of the Sunrise Sword. At the sight of their banners, many in the crowd began singing songs and ballads composed long ago by the valiant souls of this order. The spark of inspiration that once breathed life into poetry and odes has grown among the members of this order into a blaze of righteous purpose, which has allowed it to wage war against the abyss with ever greater success. Archus Strikia led his order, nodding to the welcoming crowds. Also in evidence among the pennants of the orders were those of the Inquisitors, the followers of Prelate Hurun, relentless witch hunters who devote their days and nights to punishing traitors and heretics. Bringing up the rear of the parade, under the command of Irabeth Tirabate, was the unassuming Eagle Watch, who applied their talents to sniffing out enemy spies in the city. The Eagle Watch was the humblest of all orders in attendance, surpassed by all the rest in both size and splendor. Proceeding past the gates, the cavalcade made his way through the city streets to the guard of honor waiting to greet the noble heroes, along with Terendelev herself in propria persona.
Okay. An altar of Desna, goddess of luck, patron of deity, travelers and dreamers. Dann haben wir kurz vorschauen, ob irgendwer einen Check schafft, dass da herin noch mehr wäre. Aber scheinbar ist da nicht mehr. Area Exit. Schauen wir mal. Cyril läuft im Kreis. Kennt sich nicht mehr aus. So, das ist der Loot, den wir zurückgelassen haben. Ah, schau. Eine Potion hätten wir da übersehen. Die nehmen wir natürlich noch mit. Ja. Ich glaube, der Rest kann da bleiben. So. Das ist irgendein Fallen Horse. Arande Party House. Ich glaube, this is this. One of the richest and most experienced citizens owns this house of endless revelry. The feasts held here have become legendary, and the tours of war seem to steer clear of this house until the demons came knocking right on its door. Kann ich da mal jetzt Journal aufmachen? Ja. So. No better time for a banquet. Count here in a servant's bags for 8. Ja, okay, das ist genau die Quest von dem einen. Und es ist von der Range ja sowieso am nächsten. Also werden wir genau dorthin gehen. There's someone on the road. Get ready. Könnte er friendly sein? Mal schauen, wen wir Wearing da a haben. robe? Check. Baphomet symbol around the neck? Check. Crazy eyes? Check. Note to self. Bring a mirror next time to be able to adjust the optimal level of eye craziness. Everything is ready for the experiment. Okay. An audience. Problematic, but not critical. You there, boy. Stay out of this. It is counterproductive to stand in the way of scientific progress. What? Who's that? I don't know her. Greetings, boys and girls. I am your sister in sin, a devotee of Lord Baphomet's dark will, and so on and so forth. Ich glaub nicht, dass sie das ernst meint. She looks like one of us, but she talks kinda weird. Who's there with you? Who? Oh, them. Just an audience. They don't matter. Consider them a supplementary component of the coming experiment. Bleib mal einfach still. In the name of our Lord Baphomet, please be so kind as to undertake a little test of your competency in our wicked cause. Let's start with something simple. So here's my first question. What is Lord Baphomet's favorite weapon? We will not answer to you. Our lord can wield any kind of weapon. He is all-powerful. Wrong. He wields no weapons at all. He doesn't need any. He just gores his enemies with his horns. Ich glaub, da mischen wir jetzt ein. Wenn ich schon den Check pass, ich kann nicht widerstehen. Actually, it's Isagol, a glaive made of red adamantite. That is correct. But still, boy, no prompting, please. Sorry, lady. This experiment has taken quite a surprising turn. I would never have expected the followers of the great Baphomet to be baffled by such a simple question. Fine. Let's recalibrate the difficulty and proceed with the next question. Please name Lord Baphomet's sacred animal. A bull! Of course, everybody knows that. Yep.
And a cow. Aber ich hätte wieder den Check gepasst. Ich bleib silent. Sie würde es allein durchziehen. None of your answers were correct. The correct answer is an aurochs. It appears the experiment has yielded results which are as unexpected as they are incredible. Baphomet's cultists have not the slightest idea about who Baphomet really is, let alone any in-depth knowledge of his ideology or philosophy. I'm positive that this news will cause a sensation in widest scientific circles. Bestimmt. Damn it, she's right. I'm a shitty excuse for a cultist. And my mother used to tell me to become a plowman. Hey, take it easy. We've only had 2 questions. You there, come on, ask another one. We'll get the next one. Ask them some more, they might still manage it. They won't. Is there any sense in continuing? You cannot answer the simplest of questions. I am ashamed of all of you, as cultists and as individuals. Please, ask again. I can answer. I'm sure I can. How do you spell Baphomet's name? B-A-F-A... Oh, screw it. To hell with Baphomet. I thought it was gonna be fun, but instead there are all these questions. I'm done here. I'm going back to my home village, back to my mother. Hey, wait! You there! How dare you stir up discord in our ranks? Grab her and tie her up! And her entire entourage, too! The experiment is complete. Unable to deal with the questions, the cultists decide to deal with the examiner instead. A typical reaction for a person who has never been burdened with any intelligence. Now you're gonna start hitting each other, aren't you? Please, proceed. I won't interrupt. Can we retreat already? What? Jetzt muss ich mich einmischen, was? Nun denn. Sollte machbar sein. Schauen wir mal, vielleicht können wir den einschläfern. Scheinbar nicht. Geht ein Stückchen vor. You've crossed the wrong mongrel. All creatures with intent foot burst. Aber all creatures heißt wirklich all. Dann chargt er auf den Bogenschützen. Perfekt. So, was mach ich? Ich werde einfach nur zappen, glaube ich. Jo. Und da können wir auch noch chargen. Dann haben wir die Baden schon einmal drin. I'll cut you wide open. You won't survive me. Der Lan regelt wieder, da gibt's Cover me, nix. alright? Easy. Wen haben wir da? The absence of an answer is an answer too. Wer das jetzt einmal war? The result is statistically predictable, especially considering their intelligence level. Whoa. What about you, boy? Are you ready to answer some questions for the good of science? Let's proceed with the experiment. My first question is simple. Which colors does the goddess Iomade prefer? Alter! Succeeded law religion check. You're absolutely convinced that the character is red and white.
Ja dann, let's go. Red and This white. answer is correct. It is comforting to meet at least one educated person in the melting pot of ignorance that is Canabras today. Let's proceed. Did Aradin take part in any crusade before he died? Sag sie, that Law Religion, da kennt das sich aus. You know for sure that Aradin died not long before the World Wound opened and the First Crusade began. No, he didn't. Your answer is correct. Aradin's death dates to 4606, and that is precisely the year when the World Wound was opened. The First Crusade started back in 4622. Your knowledge would make Mendev's Crusaders proud. My final question is, what is the title that Aurilu Vorlesh bears? Is she the architect of the World Wound, the Lord of the Labyrinth, or the Border Acquisitor of the Shapeless Abyss? You are positive that Aurilu Vorlesh is known as the Architect of the World Wound. The Architect of the World Wound. That's correct. Most excellent. You successfully answered all of my questions. Splendid. Amazing. This is a breakthrough. I thank you for your cooperation. Bitte gerne. Bitte gerne. It seems to me that I owe you an explanation. My name is Nenio. I am an explorer, a pilgrim, a yet-to-be-recognized scientific luminary, future author of the great Encyclopedia Galarianica, and rector of all Absalom's universities at once. Future rector, I should say. I also know several spells. So, now, can you finally tell me what you're getting at all with those questions? Why do you keep calling me boy? I have a name, you know? Canabras isn't safe right now. Shall we join forces? Naja, zuerst einmal bringen wir da ein bisschen kleine. Also, warum stellt sie die ganzen Fragen? It is so heartening to see you strive for knowledge. I have been conducting an experiment comparing the intellectual abilities of the average cultist with those of the average crusader. Okay. And I must admit that you passed the test with flying colors. This does offer a glimmer of hope for the future of Crusade. I have always claimed that despite the popular beliefs about the limited intellectual abilities of those in the army, at least some of them can be considered educated. It pleases me to see that I was correct. So you're trying to say that I'm mediocre? Yes. Nice. Why do you keep calling me boy? I have a name, you know? I apologize for an injury to your ego, but your name is irrelevant on the grand scale of the universe. Thus, it cannot possibly interest me. I will forget it as soon as I hear it. To avoid unnecessary confusion, I prefer to not know it at all. Ich mag sie. Canabras isn't safe right now. Shall we join forces? Do you wish to become my follower? No. To accompany me on my expeditions to the World Wound? To assist me in my experiments? To run errands for me? Perhaps even to write down my deepest thoughts for the benefit of future generations? Oh, how splendid! Of course, I agree. Truth be told, I have no money to pay you. But you will be aiding the progress of science, and that is its own reward. If you join forces, you'll have to follow my instructions during our expedition. Oder simply agree. Ich hab keine Zeit, ihre Sachen aufzuschreiben. Huh? What? Oh, yes, the dangers and these battles. Of course, I will follow your orders. I place my life in your capable hands, so I can focus on the things that really matter. Perfekt. I agree. Excellent. You're hired. To think that I finally found someone to accompany me. 27 Crusaders before you said no. Not one of them saw the undeniable appeal of my offer. Ja. Lass mal das so stehen. Your first assignment is to take me to a safe place. I have to admit that today's experiment has left me quite tired. So. Das heißt, jetzt könnt ihr sie mitnehmen. Müsst ihr halt wen anders wegtun. Kann ich im Journal schauen, was die kann? Charakter? Na, gerade nicht. Klar, wie wär's mit den Schurken fürs erste tauschen? Warte mal. Naja, nein, es ist 3-3. So, ich bin Caster, wahrscheinlich Caster, sagen wir dann eh gleich. Und da haben wir Physical.
Ja. Du machst aber einmal so. Are we ready to move out? So, Charakter. Class. Du bist Wizard. So, da haben wir Color Spray, das passt schon. Wir haben Mage Armor, wir haben Magic Missile, wir haben Snowball. Was haben wir da? Expeditious Retreat, increases your base speed. Summon Monster können wir da noch einziehen. So, kann sie Scrolls lernen. Die, was ich da habe. Ah, doch, da. Gleich alles ins Spellbook schreiben, was man kann. Perfekt, haben wir noch einen gehabt. Type. So, jetzt können wir den noch schnell. Was sogar wirklich nur eine übersägen. War übersägen. Passt. Wall of packed ice and know that you can throw a single target range touch attack. 1d6 points of cold damage per caster level. Target must succeed for the saving throw or be staggered for 1 round. Ich glaube, das passt schon. Shocking Grasp ist halt wirklich Touch Range, genau. Burning Hands sehe ich nicht. Das hat sie schon drin und ist eh schwer genug zum Einsetzen. Opposition ist cool. Oh Gott. Also Illusion ist ihr Special. Scheinbar. Vanish. Touch creature becomes invisible. Das brauche ich halt jetzt auch nicht unbedingt. Masterwork Composite Longbow, den kann man einpacken. Masterwork Falchion, warum nicht? Nehmen wir mit dazu. Scroll of Course 4. Masterwork Glaive. Die Amber. Group Manager. Change your group will take 4 hours. Okay, aber da auf dem Screen könnte ich die Gruppe ändern. Defeat is not an option. Autocasting. Nenio has cantrip Ray of Frost that can be used indefinitely and for free.
Cantrips and also a special kind of spell can be cast an infinite number of times a day. Ich finde das so eine gute Mechanik für die Caster. Das war damals bei Baldur's Gate 2 für mich irgendwo die Hölle als Caster. So, du hast halt einfach irgendwann keinen Spell mehr gehabt. Und dann habe ich halt echt lieber so einen relativ schwachen Spell, aber Hauptsache ich kann was casten. So an example, so Splash with a Frostburst. If you click right mouse button or such, it will move into the active slot and the character automatically use it instead of the equipped weapon when attacking. Oh, das ist ja nice, das kann ich bei meinen auch gleich machen. Ja dann, let's go attack. Das heißt, ich kann das machen. Und dann kann ich zappen. Wie nice ist das? Das kann sie eigentlich auch. Surrender or else. So, bei ihr war es der Ray of Frost oder auch der Acid Splash, aber das ist von der Range gleich. You fire a small orb of acid at the target. You must succeed a range touch attack. Orb deals 1 to 3 points of acid damage. Der hat Ray Freezing Air, must succeed range touch attack with radial damage to target. The radius cold damage. Okay. You should have listened to reason. Habe ich damit jetzt beide getroffen, oder? Na. Na, nur den anderen. Okay. The spirits demand your blood. Endure this! No glory without risk. Strike as one. Sehr schön. Anna weg. Too late for apologies. Miss! You are today's sacrifice. Make every strike count. Oh. Godspeed. Haben wir da jede Menge Alkohol. Den nehmen wir aber mit. Der wird es uns schlecht. Das kann man nicht riskieren. Scroll of Touch of Gracelessness. Man, wenn sie es lernen kann, ja, dann soll sie es lernen. Dude, die feiern aber ordentliche Party. Weil Splendid Occasion count as new American Elixir is quite something. What the hell? Draußen geht die ganze Stadt vor die Hunde und die feiern da eine Orgie? Oh look, such tiny little creatures. I smell beauty. They are demons, help! Wonderful, now brace yourself. The smell of your own blood, you ghastly eyesore. Der ist wirklich betrunken, so wie der durch die Gegend stolpert. Hey. Da werden wir einfach gleich einmal eine Negative Energy raushauen. Oder nicht? Darf nicht? Crap.
Jetzt blockiert er wieder Charge. Weil die kannst du sowieso leicht moven. Aber dann kannst du sich immerhin vor mir umstellen. I'll hit you! Gut, der hat's hinter sich. Go for their hearts! Schauen wir mal, ob sie eine Magic Missiles auf den durch da bringt. Ja. Da ist der ganze Besoffenen, hä? Lan! Ich möchte eigentlich den Wizard weghaben. Das war aber ausnahmsweise einmal nicht so erfolgreich vom Lan. Der schöner Schuss. Okay, der Wizard hat Spell Resistance. I see. Also vielleicht eher schon, dass wir mit was anderem draufhauen. Bald dürfen wir auch wieder was tun. Almost. So, dann probieren wir noch einmal das mit der Negative Energy, oder? Wenn ich könnte da vorn hergehen, kriege ich dann den letzten auch noch? Ja. So, dann haut sie da drauf. Trifft nix. Wir könnten Slumber auf dem Wizard probieren. Warum nicht? Machen wir mal Slumber. Gute Nacht. Autsch, what the hell? Er hat übel wehgetan. I'll cut you wide open! Das geht sich nicht aus. Okay, was haben wir da? Blinding Ray. Can fire Shimmering Ray foe is a range touch attack. Ray causes creatures to be blinded. Miss. Verdammt. You're irrelevant. Ich meine, ich bin vor dem großen Viech noch einmal dran und kann mich dann heilen, solange mir der kleine Dredge da nicht umhaut. Die ganzen Drunk Nobles werden mir jetzt, glaube ich, nicht wirklich retten.
Man, sie fangen ein paar Hits ab. You won't survive me. Manche machen sich ja ganz nützlich, aber der Großteil rennt like komisch im Kreis. Runde 3. So, auf jeden Fall brauche ich einen Heal. Ich werde einfach einen Channel machen. Sehr schön, das wird doch. Into the fray. Ah, haut wieder vorbei. So, was könnte man da jetzt an? Kann den Serda einen Mage Armor geben? Vielleicht hat ihm das sogar wirklich gerade ziemlich den Hintern gerettet. Oh, Alter. Also wir haben schon ein paar... Also... Diese Partygäste haben schon ein paar Verluste hinnehmen müssen. Nein, trifft sie auch wieder nicht. Meine Hits sind halt auch nicht gerade die präzisesten. Lane wird regeln, oder? Endure this. Jo, Lane regelt. Wie so oft. Bin nicht wirklich motiviert dort zu sterben, also lieber noch ein Heal drauf. The inheritor, guide my Den smite mal übelst weg. So drauf. You are today's sacrifice. Go for their hearts. Okay, kann ja mal drauf fahren. Schade. Mind over muscle. Highly resistant to energy damage with the scriptor cold. Das hätte ich mal durchlesen können und Poison verwenden. Aber Make every strike count. Plan regelt. Gut, es hat 2, 3 Tote auf der Party gegeben. Das braucht jede gute Hausparty.
Wo ist denn sonst da Spaß? It went splendidly. Portrait of Gel from Mendev, ruler of kingdom, founder of all crusades into the world wound. A success worthy of The praise. intricate patterns on the harp depict the stars, the moon and butterflies. The hallmarks of the goddess Desna. Okay, so was ist da noch für ein Check? Okay, sich weiter durchklettern. Dann werden wir da mal schauen, ob vielleicht die Aranka reden mag. Thank you, stranger. The girl does not look at least the least bit scared. Her cheeks are flushed and her blue eyes are glittering. For saving us from the demons and for timely entrance, I swear I don't know who has enraged me more today, the demons or the oh so affable masters of this house. What can you tell me about the masters of the house? About the count? I've wanted to smash a chuck over his head about 5 times today already. He just brings that feeling out in people. It's one of his many talents. Other than that, well, you probably already heard about the Aura and their family. All I can say is that the count servants flee this place like rats from a sinking ship. Them extravagantly. I even heard one servant complain that he always feels uneasy in the count's home, like someone is watching him. Unseen eyes staring at the back of his head, even if his back is to the wall, even if he turns around. I don't know if I believe all these tales, but I'm just telling you what I've heard. Are you deliberately talking as if I'm not here? Excellent. Like any polite host, I shall return the favor and act as if you're not here either. Tell me about yourself. I'm a bard? What else? I only arrived in Canaris recently. I'm touring the whole of Mendev and far beyond its borders to perform for my devoted fans. A bard, that's great. I love singing. Will you sing me a song? Sorry, I don't think this is a good time to sing a long, sweeping epic, but I will gladly sing for you some other time. Can you get somewhere safe on your own? I'm going to stick around here for a while. I'm sure I must have killed or scared off most of the demons, so this house is completely safe. Completely safe mit den ganzen Betrunkenen weiß ich nicht, aber muss es sie wissen. Good luck, may Desna be with you, stranger. Greetings, valiant stranger who has just burst into my life. I am the master of this house, Count Daron Kale, myriad mellifluous monikers Arunde. No need to introduce yourself. I find remembering insignificant details, such as the name of passing acquaintances, such a bore. Macht sich direkt beliebt. Wow. Bona fide blue bloods and unparalleled aristocracy. All this makes me itch to do something really crass. Ooh, like blow my nose on the curtain. Damit sagst du es ihm, Len. What are you waiting for, my squamous squire? The curtains in this room are velvet, but we have some excellent silk ones with gold thread elsewhere in the house. Take your pick. My soft furnishings are yours to do with as you wish. I'm quite sick of the place, truly. I shall either sell it or burn it to the ground and build a new mansion in its place. Oh my god. Now that we've finished with the niceties, tell me this. How did all those thrice-damned demons end up at my soiree? Canaris lies in ruins. The Skyra killed Tyrandalev and the Watson has been captured. And you are asking me why demons gate-crashed your party? Canabris in ruins. Descari. Well, well, well. And I was already lamenting the lack of excitement at my little banquet. Although it must have been tolerable enough if we didn't get notice of a great hulking demon attacking a dragon just outside the window. Er hat das nicht mitgekriegt. It seems as though Descari's occasion was altogether more of a crush than mine, if you will pardon the pun. What should I know about you, Count, apart from the fact that you are highborn and very rich? Oder, you don't seem very concerned about the city's fate.
I expect a little gratitude for saving you. Evil attack. I don't like you. Die! You can go to the Defender's Heart and sign protection of Earth, Terabate and the Eagle's Watch. Eigentlich will ich über den glaube ich nicht viel mehr lernen. You don't seem very concerned about the city's I fate. have no friends here whose untimely demise I would care to mourn. The only alarming thing is how easily all this happened. I don't care for the thought that demons could come calling at my door at any moment. And just think, everyone had so much faith in the wardstones gifted by Iomede's herald, and in the might of our tamed dragon. As if there had been no Dresden or a dozen other routes where the demons overcame every defense. The Orendes are one of the most ancient and noble families in Mendiv. They are related by blood to Queen Galfrey herself. The Count is the last remaining member of his dynasty. The rest all perished around 10 years ago. In the tragedy at the family seat, Heaven's Edge, the demons got past the defenses and massacred everyone inside. Oh. I thank you for providing your friend with that helpful summary, my lady. I believe I've seen you before, with that hilarious buffoon Horgus Gwyrm. I sincerely hope you are not engaged in any kind of sordid arrangement with him. The thought of something so splendid in proximity to something so grotesque makes me feel quite ill. You deserve a better fate than that, no doubt. Your civility knows no bounds, Count. I most assuredly do not have any arrangement with Master Worm. As Camilla speaks, hints of Carrie's suppressed irritation slip into her voice. Okay. Aber I expect a little gratitude for saving you. Of course, where are my manners? There. You can also poke about the house and claim whatever takes your fancy. Though I imagine some of you already had that in mind. You can go to the Defender's Heart. It's under protection of Ur with Terabate and the Eagle Watch. I thank you for the invitation, but I am not quite as desperate as I may seem. At times, it is better to be surrounded by the repugnant mugs of demons than the sour and dour physiognomies of Iomede's righteous paladins. Okay. What about my physiognomy? Sour enough for his lordship? Don't worry, another few minutes with the dazzling Count here, and it'll sour like week-old milk. What's this? An attractive paladin with a sense of humor? You're a veritable walking scandal. Either way, my mansion is now safe. I have a pair of half-decent guards. I just need to drag them out of the storeroom and bring them to their senses. I ordered them to drink a love potion, you see? For reasons which seemed extremely witty at the time and in the state of inebriation I then found myself in. They can guard the house while the valorous paladins beat back the demon assault. They will beat them back, yes? Maybe? As regards myself, I feel like stretching my legs. I know rudimentary divine spells, I am no friend to demons, and I elevate any society that I deign to grace with my presence. I shall accompany you, only for a short time, of course. I have no desire to remain at the vanguard for a protracted period. What say you, my ephemeral but highly diverting acquaintance? After all, Lord Descari spoiled my party. I now burn with the desire to spoil his. Thoughts? I don't like this guy much at all. It's cool Not because even die because of his Partyfrauen. personality, but just I sense something dark about him. I guess thumping him one next time he comes out with more aristocratic witterings is not allowed? All the more reason to take him with us. If we don't kill him, the demons surely will. He has all these friends at his party, and he still looks so lonely. We can take him with us. Maybe it will make him feel better? The Count's presence can only benefit us. I think we should say yes. What? You're asking about whether to take this boy with you? The question lies outside the bounds of my interest. Yeah, cool. By the way, did you know that the young scions of noble families often sponsor the research of young scientists? What laudable passion for knowledge.
True, the size of their donations bears a direct correlation to the hazardousness of the experiment being conducted. Aber der Großteil von meiner Party ist dafür, also Deal. Capital. Good acquaintances that begin and end at just the right moment often leave the most pleasant memories. Wouldn't you say? Bei mir ihn jetzt nicht unbedingt in der Party aufnehmen, Sieg, aber er darf sich anschließen. So, da haben wir Mobility Check. Forget it. 2 Stunden. I would like some time to collect myself. Okay, das wäre der Haupteingang gewesen, oder was? Naja, dann nehmen wir da das Zeug noch mit. Ah, mal schauen, was ich von ihm für einen Ring gekriegt habe, weil er hat mir ja irgendeinen Family Ring gegeben. Da. Other in the family ring. A ring engraved with letters D and A clearly belong to their account of Arendelle. Scratches and chips can be seen in a few places on the ring's surface. Its owner has evidently not treated this expensive piece of jewelry with particular care. 1000er Wert, immerhin. So, ich sollte vielleicht noch campen, das wird aber da nicht gehen. Mal schauen, ob das auf der World Map geht. Wird eigentlich nur Sinn machen, meiner Meinung nach. Camp. Jo. Okay, protective rituals. Protective charms will weaken the growth of corruption, but they will not be able to fully negate it. Camouflage. Alchemy plus Earth. Ha, no Alchemy Kit available, also bringt Alchemy gar nichts. Scribing scrolls. A character assigned to this position can scribe scrolls. To scribe a scroll, they need to know the required spell, have the scribe scroll skills learned, have all the ingredients, and attempt a lore religion check for a divine spell and knowledge arcana check for an arcane spell. It takes time to scribe a scroll. The higher the level of the spell chosen cast level, the longer the character will need to scribe a scroll. The scribing of a scroll involves between 1 and 5 stages, depending on the spell. If the character passes the check, then the progress advances by one stage. The failed check does not advance the scribing process towards its completion. Okay, ich habe auch kein Scroll Scribers Kit. So viel dazu. Die machen die Nightwatch. Sie hat plus 5 und sie hat nur plus 1, oder was? Sie besser. Ah, I hate it. Ich kann ihn da den zweiten Slot belegen. Ah, da unten. Mi hol. Da unten. Second Shift. Oh Gott. So, Rituals. Ich hab plus 8. Damit bin ich da eh der Höchste. Camouflage. Aber Camouflage hat sie plus 5. Er hat nur plus 2. Dann tun wir sie daher. Vor allem Nightwatch hat er plus 10. Let's go. Ich glaube, dann sind wir jetzt optimal aufgestellt. This is your current level of corruption. Corruption grows with each day of rest. There are 3 levels of strength. It is advised to avoid the 3rd level of corruption. Different location might have different corruption growth. Rest in safe location to remove all corruption. Okay.
Das heißt, Party-Members suffer 15% Arcane Spell Failure Chance, 2 Penalty to Wisdom and Intelligence. Okay, du kriegst einfach immer mehr Debuffs. Ob wir jetzt restet? Na, es macht ja keinen Sinn. Warum sind dann Leute noch verletzt? So, weil sie da reden. Sure, a grand future and the unique opportunity gets a spear through the eye on the battlefield, free of charge. Gut, wir haben no incidents. Chance of attack on camp is lowered. Impact of corruption weakened. Tower of Astrod. Da müsst ihr noch einmal ganz hinten auf. Weil zur Menschen kann ich direkt weiter. Und der Horgus wartet sicher schon ganz ungeduldig. Failed Ritual Site. The scars of an explosion mar the ground here. Barely visible magic runes around the crater where components of failed ritual lie scattered nearby. You can procure some reagents for creating consumer items here. Weiter zum Menschen. The Horgus. Ah, there you are. At last. You certainly took your time. I thought perhaps you got lost on the way here. I was already regretting not drawing your map. It's a tragedy to see one's house in such sorry state. And I always had a few guards in my service, you know. I hope those blockheads died honorable and didn't simply flee at the first sign of danger. August turns toward the core with a pensive expression on his face. My manor, you see, contains several items that are of great value to me. I wish to retrieve them before they are discovered by my fellow citizens who in the current chaos seem to have taken to thieving and marauding like ducks to water. So here's what I want you to do. Take a stroll through my house, peek into rooms, and if you find anyone, kill them on the spot. That would teach any other opportunities to stay away from Horgus Graham's manor. While I was standing here by the entrance, I could clearly hear the sound of someone rooting around inside. Any possessions of mine you find in there, you can keep. It's all good as lost to me anyway. When you're sure the house is empty, give me a signal from a study window. With a torch around, something like that. You can decide when you get there. What are these valuable items that are worth risking your life by going back to the manor? Never you mind. I'm paying you. Horus glares at you for a few seconds before dropping his gaze. In any case, you will learn what this is all about just as soon as you clear the way to my study for me. So restrain your curiosity for now. You're sad about your things. Because of them you want us to kill people. Don't lecture me about right and wrong. If it gives you some comfort, let me assure you that Moros are not innocent little lambs, far from it. They would gladly kill you to get their hands on my possessions, mark my words. You are not coming in with me? The very notion! You think I hire guards to do my bidding just so I can put myself in danger along with them? No. I've taken on my fair share of risk already today. But all the same, you took the risk of coming here even though you were well aware of the danger. What is it that draws you here so strongly? Like moth to a flame? Emilia. That's enough. Oh, it seems I hit a sore spot. Alright, I understand. Well, get on with it. Or are you waiting for a special order? I shall waiting a signal. And good luck in there, I suppose. Das ist ja ein langes Schlafzimmer.
Da oben haben wir schon den ersten. I am helpful. Am I not? Solange er mich nicht sieht, kann ich zuerst da runtergehen. Das nehmen wir alles mit. A box filled with a variety of whips and floggers. A set of collars of various sizes. A Sickler magische, okay. Chains, handcuff, shackles. A collection to rival prisons. Was er damit wohl macht. Sickler Forta. Whenever this +1 sickle lands a hit on an enemy, the target must pass a reflex saving throw or become staggered for 1 round. Passt jetzt nicht wirklich zu einem von meinen Chars. Wobei, wenn sie es usen kann, gibt's einfach ihr. Ich glaube, ihr passt die. Let us press on. The heartbeat quickens. So, wer ist der Erste? Sie. Slumber. Hat nicht so gut funktioniert. You should have listened to reason. Komm, den Cambion da werden wir wohl wegkriegen, oder? Perfekt, so haben wir das vorgestellt. I'll cut you wide open. But which makes them miss a lot. It's hard to hit the target that is fighting in the melee. All ranged attacks against such a target, including ranged touch spells, required for many spells get a -4 penalty to attack rolls. To remove the penalty to the attack roll for shooting in the melee, give the character the precise shot feat. Most classes require taking point and blank shot feat first. You can also focus your ranged attacks on people who are not engaged in melee, such as spellcasters and archers. Okay, ist gut zu wissen. In dem Fall macht es jetzt keinen Unterschied. Attack! Surrender or else! The light take you! Oh, kräftige Hits. I'll remove this obstacle. You won't survive me. Ja, der Len regelt halt The trotzdem, gell? spirits demand your blood. Ist jetzt aber nicht so viel kalt. Oder habe ich mein Heal-Spell nicht draußen? Too late for apologies. Guten Abend, wie ein Tag. Und was habe ich verpasst? So, warte, wir werden da noch den Kampf abschließen. Sollte fast erledigt sein. Into the fray! Sag ja, fast erledigt. No reason to pause. So, gute Frau, trinken Sie sich mit Heiltränken satt. Mein Tag war ganz okay, also nichts Besonderes in keiner Richtung, also alles gut. Wie war deiner? Und was hast du verpasst? Nicht so viel. Ich habe Are we ready to move out? auf dem Weg zum ersten Ansehen
Adelshaus, whatever. Da, wo uns der Diener letztes Mal angesprochen hat, dieses Adelshaus dort zu retten. Auf dem Weg dorthin haben wir sie getroffen. Sie ist Wizard? Jo, ein Wizard. Und da haben wir gedacht, das ist so eine Wissenschaftlerin, hat von der Art her nicht viel irgendwie für Zwischenmenschliches übrig. Die war mir direkt sympathisch. Dann haben wir überlegt, ich nehme sie einmal mit und tu da für den Schurken raus. Mal schauen, ob das so bleibt. Aber sie ist mir von ihrer Art her sehr sympathisch, deswegen hat sie gute Chancen in der Party zu bleiben. Dann haben wir der Adelige hat dann auch noch darum gebeten, dass er mitkommen darf. Er ist ein eingebildeter adeliger Sack, aber meine Party war dafür, ihn mitzunehmen. Also habe ich ihn mitgenommen, aber halt jetzt nicht aktiv in der Truppe. Und dann sind wir weiter zum Haus vom Horgus. Das ist der Typ, den wir schon in der Höhle kennengelernt haben. Und ja, da sind wir jetzt. Da bin ich gerade erst einer, also da ist der Eingang und dann bin ich da her und jetzt geht es darum, sein Haus zu säubern, dass er sein Zeug holen kann. Mutated Fish. Gut, Essenszeug nehmen wir einfach alles mit. Onion Soup. Ein Rezept. Ich habe Zwiebelsuppe gelernt. Dein Tag war anstrengend. Aber das Wochenende, das Wochenende, genau, Markus. Das Wochenende rückt näher. Wir haben es fast geschafft. Punching Dagger werden wir nicht brauchen, der kann da bleiben. Ist eine schwere Sprache. Tue ich nicht so leicht mit reden. Okay, da haben wir den nächsten Kultisten. Vor allem. Du musst da fast anschauen. Es ist eh relativ am Anfang gewesen. Eben dann entweder auf Twitch oder wenn ich es auf YouTube rüber gesynkt habe, was ich spätestens morgen mache oder heute nach dem Stream noch. Wobei, wenn ich es heute nach dem Stream rüber sync, dann dauert es noch ewig, bis es schaubar ist. Wie man sie kennenlernt. Das solltest du anschauen, das ist super. Sie stellt nämlich den Kultisten Fragen über die Gottheit, die sie da anbeten. Und vergleicht dann halt die Intelligenz von den Kultisten mit denen von den Crusadern. Es ist so lustig. Also das war wirklich genial. Der Wer will Honig hat Purzeltag. Ja, sehr cool. Ist was geplant? So, irgendwo da drin sind noch Gegner. Ah, da hinten. Charge! Make every strike count. Scroll of Resist Acid, okay. Ja, wir nehmen schon wieder zu viel Crap-Waffen mit, die einfach nur viel Gewicht brauchen. Resist Acid. Da ist es. Copy to Spellbook. Nicht wirklich, er grillt mit Freunden und die uncoole große Schwester wird halt kurz vorbeischauen.
A page from a notebook. The text is written in ancient elven runic script. Kann ich das dann lesen? Na dann hoffe ich, du zerstörst die Stimmung nicht zu sehr. Okay, ich kann den Zettel nicht lesen. On the nature of the divine. In search of joy. Confessions of a heretic. Cooking Almanac of the Inner Sea by Jubilist Nathrobble. Oh Gott. So viele Bücher. Aber was mache ich denn jetzt? Okay, zuerst einmal brauche ich eine Liste. Nachdem der Sound da jetzt immer wieder wegbrechen wird, schalte ich jetzt einmal Musik ein. Ich muss da eine Liste von diesen Büchern erstellen, weil ich kann die jetzt nicht alle lesen. Und ich muss da irgendwie festhalten, was wir schon gelesen haben. So, wir haben da 1000 Revolutions. Kann ich noch schreiben? Na, Revolutions. Adventures of a Fearless Crusader. Battle in the Valley of Fire. Cooking Almanac of the Inner Sea. Fairy Tales of Avistan. Also ich will die ganzen Bücher lesen, aber das schaffe ich jetzt nicht. Fanfare of the Faithful, das habe ich vorher gelesen. Markieren wir da einfach grün. Guide for Travelers, Hunters and Explorers of the River Kingdom. Travelers Hunters. Ach, damit falsch geschrieben. Reihenfolge passt nicht. Hunters and Explorers. Nicht, dass ich confused bin, Alter. So, dann haben wir da In Search of Joy, Confessions of a Heretic.
On the nature of the divine. Prodigal Sons. Secret Overlords, the essence of the World Order. Das klingt super. Shadows of Absalom. Stories told us by spirits. Das ist aber noch weitergegangen. The Knights with the Crusades is seen by ordinary folk. The notes of a traveling priest, Il Tuliak. Speichern. Sieht gut aus. So, die Musik aus. Das auf. Gut, weiter geht's. Wieder die Main Hall, okay, passt. Now, what is that? I hope you appreciate this. Alle in sein Haus und mir nichts davon gesagt. Sophisticated instruments of torture, the purpose of some of them can only be guessed at. Ich schätze mal, das wird sein Spielzimmer gewesen sein. Okay, da haben wir wieder Gegner. 1-2, wie es scheint. Schnappt sie sich den Melee-Typen? We shall overcome. Warum haben wir jetzt nichts gecastet? What the hell? Go for their hearts! Achso, weil ich out of range war. Okay, na, das passt schon. You've crossed the wrong mongrel. Dann wird sie trotzdem Slumber probieren. Nicht erfolgreich. Okay, da wird sich AK-Spell ausgehen, außer der... Na, hat nicht mehr Range. Ah doch, geht. Miss!
inheritor, guide my blade. Gut, ich meine, der da unten ist halt fast finished, gell? I'll cut you wide open. Also, okay, das Problem ist, jetzt habe ich den halt auch Melee einer getan, dadurch triff ich ihn mit Spells wieder schlechter. Aber es sollte nicht den großen Unterschied machen. Wir werden noch einfach nochmal Slumber Point. Geht nicht? Target Types? You're trying to cast Slumber on an invalid target. Can be on. Some spells cannot be cast on certain targets. For example, the whole person spell must be cast on a humanoid. Und dann darf ich es auf ihn nicht, weil ich es schon versucht habe? Sin Frenzy. Vielleicht weil ich es schon versucht habe. Nimm halt den Curse. Miss. Und charge mal dazu. Es geht schon. Do not hold back. The spirits demand your blood. Endure this. Der Lan schießt zweimal vorbei. I'll hit you. Es steht schlimm um die Party. You're irrelevant. The light take you. Was war das für ein Bogen? Composite Longbow. Scroll of Color Spray. Kann man mitnehmen. 65. Die alle ausgewählt? Wahrscheinlich schon, gell? Dann nehmen wir den Lockpick. Dann sind wir wenigstens auf 90. This one was beyond me. Dann können wir es noch ohne probieren. I am helpful, am I not? Mal schauen, was wir da für ein Shirt haben. Und warum habe ich ein Halfblade? Ne, mein 650. Noch passt vom Gewicht. Brauchen wir noch nichts wegwerfen. Shirt. Wo ist das Shirt? This rope grants the wearer a +1 bonus to all saving throw against fear effects. Ich bin einmal so egoistisch und ziehe die mir selbst an. Okay, dann werden wir da oben zur Sicherheit noch schauen, bevor wir ins nächste Stockwerk gehen. Was haben wir da? The door to the garden is blocked. Opening it is currently impossible. Okay. Was haben wir da? Every plant option was clearly used to try to break down the door. The lock is broken and the door cannot be opened. Dann bleibt wohl nur das Obergeschoss. You should have listened to reason. Mind over muscle. Die hatte, glaube ich, Cold Resist You gehabt. won't stop us. Kommt der mit Cross 4 daher? Bade werden sie mit den Burning Hands, glaube ich, nicht ausgehen. Maybe.
so noch nicht. Na, alles dann. Hallo Joe, einen schönen guten Abend. Make every strike count. So, da hinten können wir chargen. Wie geht's dir, Joe? Hattest du einen angenehmen Tag? Ich glaube, es wird reichen, wenn ich einen Sap mache. Strike as one. Heute war ganz gut. Und bei dir? Ja, hat auch alles gepasst. Und wie geht's dem Zahn? Ja, wollte ich eh gerade sagen. Also, oder dem Stift halt. Ja, weil es ist ja nur ein Metallstift jetzt an. Also ich hab beim Schlafen gehen gestern noch Schmerztabletten eingenommen, weil da war es echt unangenehm. Aber heute ist es einfach nur, weil es halt noch ein bisschen angeschwollen ist. Zirkt es natürlich, aber ansonsten passt es in der Zwischenzeit. Also geht soweit ganz gut. Oh, da ist er müde. Aber es fühlt sich jetzt schon total schräg an, wenn ich mit der Zunge da umfahre und es nicht leer ist. Und es ist noch nicht einmal der volle Zahn, aber dass da halt irgendwas ist, das ist so ungewohnt. You've crossed the wrong mongrel. Into the fray! Attack! Sie trifft mit ihrer Spells in Nahkampf eine echt nicht so super. Surrender or else. Sie kriegt die Opportunity nicht hin, Attack of Opportunity nicht hin, aber kassiert direkt eine. Großartig. Ey, ich hab so viel Heiltränke. Da. The door is locked by some unusual or magical means. There is no lock to be seen. Also wird es irgendwo einen geheimen Schalter geben wahrscheinlich. Perhaps I shouldn't thank you. Mehr They will Kultisten. break against our resolve. Gut, ich krieg keinen Damage Spell hin, weil ich habe nur die eine Action, oder? Na. Nein, ich habe eh beide, okay. Es ist eigentlich nicht so tragisch. Weil hin und wieder will man halt trotzdem Spells verwenden. I'll cut you wide open. Na, das ist aber unhöflich. Okay, kennt den on-chargen. Dann sind halt wieder ein paar der Melee gebunden, was für die Range eigentlich nicht optimal ist. Aber es ist halt auch nicht weiter tragisch. You won't survive me. Too late for apologies. You're irrelevant.
Kassiert aber schon wieder ordentlich die Lady her. Oh, da kommt noch einer. Ja, hallo. Habe ich sonst noch irgendwas im Spellbook? Oh ja, den Bone Shaker. Okay, das hat halt so ein erstaunlich wenig Damage gemacht, finde ich. (3w6 of damage plus 1d6 damage per 2 caster levels. Siehst du mal da, wie viel der Leben hat? Na. Initiative Size. Saving Throw geschafft. Ist das der da, oder? Camion Ranger. Fortitude Saving Throw. Tatsächlich. Cast Bone Shaker. Overcome Spell Resistance. Fortitude Saving Throw. Steht es vielleicht da? Na. Ja, da Successful Saving Throw halves the damage. Joe, du bist der Hammer. Dank dir lerne ich das Game sogar noch. Ja, tatsächlich. Halber Damage. Man ist jetzt kein Weltuntergang, gell? Wir werden die Jungs da schon wegkriegen, aber gut zu wissen. Hey, dieser Kultist ist unhöflich. Vielleicht kann der Lan das mal regeln. Lan regelt. Lan regelt immer. Oder zumindest verdammt oft. Also was der Lan an Damage macht, das ist halt echt insane. So, da haben wir jetzt einfach ein Magic Missile auf, oder? Bringt das was? Oder ein Snowball. Ah, eine Missiles. Zen Archer war das, oder? Da werden wir noch im Combat gleich zur Sicherheit nochmal nachschauen. Übrigens, was mir voll cool, also was ich voll cool finde, das habe ich heute dann in der einen von diesen Tutorial-Tipps gelesen. Man kann eben Spells mit einem Right-Click als Autocast definieren. Eben einfach da so Rechtsklick drauf auf den Divine Zap. Und wenn ich jetzt dann halt über einen Gegner drüber fahre, dann castet er statt meinen normalen Melee oder Range Attack diesen Spell. Das ist halt voll bequem, wenn man so Spells hat, die einfach beliebig oft verwendet werden können, dass man halt die einfach als Auto-Attack hat. Das ist voll cool. Also das ist für mich etwas, was mir verglichen zu den alten Baldur's Gate, was ich noch kenne, Caster viel besser spielbar macht, dass die diese Level 0 Spells beliebig oft wirken können. Make every strike count. Did you see that? So. Character. Lan. Monk Zen Archer ist er, ja. Aber der druckt halt echt an Damage. Heftig.
Scroll of Summons more water elemental. Scroll of Protection from Good. Masterwork Glaive. Masterwork Scythe. Longbow. Scimitar. So, da können wir gleich wieder ein Spellbook kopieren. Weiß ich nie, wann man das vielleicht noch braucht. Okay, sie könnte vielleicht nur einen Heal vertragen, gell? Seh klar, der letzte macht wieder 5. Das war glaube ich ein bisschen Waste, aber noch habe ich genug. Das bereue ich dann erst später. Okay, ist der Meinung, der Tank wäre die richtige Wahl? So, hat jetzt den Vulnerability Curse drauf. Sehr cool. Dann gehen wir da ein bisschen zur Seite. No glory without risk. Ouch, what the... You've crossed the wrong monk. What? What? Wo kommt denn der her? Go for their hearts! Your character has received opportunity casting a spell. Ja, aber es ist ein Melee-Spell. Was soll ich denn tun? Boah. What? Ah, saving throw succeeded. Into the fray. Einfach mal einen feinen Heal ausschmeißen. Autsch. Mag nicht im Nahkampf bei dem bleiben, der ist mir unsympathisch. Okay. Den Damage, was ich gekriegt habe, hätte ich mal so sparen können. Masterwork Kukiri. Mitgenommen. Ah, da war jetzt schon eine Potion Moderate Wounds. Jetzt wird sich der Tank auf den Gürtel schnallen. Ich vermute mal, ich kann die Healpots relativ bedenkenlos einsetzen. Ich habe jetzt nicht gewusst, ob es größere auch gibt, aber offensichtlich ja, und dann denke ich nicht, dass das ein Problem werden wird. So, was haben wir da? Melee-Kultist, Dämonenviech. Da ist noch irgendwas. Sealer is immune to cause fear. Nur nie kann Zirmel sparen, das ist nie gut. Das denken wir nämlich auch. What? 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 Oh Gott. Die haben sie mal einfach niedergehauen. What the hell? Gleich mal Unterstützung dazu holen. Within close range. Da Camellia vielleicht ein Mage Armor drauf geben.
Bugskin. Keine Ahnung, ob das Deck da war. Gut. Kriege ich die jetzt an In-Combat sicher nicht wieder. Na, In-Combat kriegen wir die auf gar keinen Fall wieder. Okay. Ihr könnt Blessing of Courage noch auf sie aufhören, das wird nicht schaden. Make every strike count. Ah, schießt da vorbei. Was hat sie noch? Color Spray. The creature is blinded, stunned and knocked prone. Okay, ist wieder so ein AE. Kann ich da eine gehen? Kann ich da eine? Dann steht sie halt Melee dabei. Ja doch, vielleicht. Ich riskier's. Und von da jetzt an den Color Spray so dran, dass ich nur die Baden erwische. Nein, sie ist noch drin gestanden. Damn it. I'll hit you! Ich würde sagen, wir machen einmal einen Heal. So this is how it feels. Shit. Oh oh. Jetzt wird es so langsam gefährlich. You've crossed the wrong mongrel. Okay, er kriegt Reduced Damage von dem. Nein! Das war mein Dog! Create Pit. You create an extra dimensional roof depth of 10 feet per 2 caster levels, maximum 30 feet. Since the pit extends in a dimension, the pit has no. Here. You can create a pit in the deck of ship in a dungeon floor ground forest. Wo weiter? Any large or small creatures in an area to jump to safety in nearest open space. In addition, the edge of the pit are sloped and any creature ending in a square adjacent to the pit must make a reflex saving throw with 2+ points to avoid falling into it. Creatures subject to an effect and then to push them into the pit, such as Bull Rush, do not get a saving throw to avoid falling in if they are affected by pushing it. Creatures who fall into the pit take falling damage as normal, 1d6 bludgeoning damage per 10 feet. To climb the pit, stormers creatures need a successful athletics or mobility skill check with a DC of 25. When the duration of the spell ends, creatures will not rise up to with the bottom of the pit until they are standing on the surface over the course of a single round. Warum castet sie das nicht? Wahrscheinlich, weil da mein
Ein Verbündeter mit drin ist, oder? Warum casteten die nix? Das ist so gar nix. Hä? Ich kann es auswählen? I'll just sit here. Don't worry about me. Okay, die sind jetzt erst einmal weg. Interessant. Autsch, autsch. You won't survive me. Das Viech ist bösartig. Damn it. Fortitude saving throw succeeded. Okay, der erste ist wieder zurück. Forgive me for this failure. Rick! Das schaut nicht gut aus. Endure this. Okay, da kommt natürlich auch Attack of Opportunity. So this is how it feels. Okay, der eine ist nur am Laufwerk gefallen, oder was? Oh Gott! Make every strike count. Fails to overcome spell resistance. No. Verdammt. Dice? What? You've crossed the wrong mongrel. This condition is irrational. You won't survive me. I'll remove this obstacle. Ach, der hat Cold Resistance gehabt. Endure this.
Make every strike count. Okay. Suffered critical wounds. Character is a death's door and escaped the deadly blow only by sheer luck. If the hit points fall below their negative constitution score again, then they will truly die. This condition can be removed by visiting a healer at the capital or by greater restoration. Puh. Das war verdammt heavy und close. Also, ich hab ernsthaft schon überlegt, so von wegen, ja, soll ich jetzt dann neu laden, wenn sie tot ist? Es wird sich aber so falsch anfühlen, weil eigentlich nimmt das Abenteuer, wie es kommt, irgendwie. Keine Ahnung. Aber zum Glück lebt sie noch. Sie lebt noch. Let us not hesitate. So, und dann werden wir da mal ein Camp aufschlagen, oder? Alter. Das war verdammt insane, hä? Also, wir haben Kass. Begin Resting. Der Fight war... Ich glaube, mein größter Fehler war, mir auf den kleinen Dämon zu konzentrieren. Der haut halt Damage aus wie sonst was, aber hat er echt gut ausgehalten. Ich glaube, es war gescheiter gewesen, zuerst die anderen zu schauen, dass ich sie wegkriege. – 22 Stunden sind vergangen. Okay, auf die Ember müssen wir jetzt aber halt echt aufpassen, gell? I found something. I am helpful, am I not? Ein Shortbow bringt mir, glaube ich, nicht so viel. Mal schauen, ich glaube, er war halt wirklich... Weapon Proficiency Longbow, aber war da nicht irgendwas... Ich glaube, das habe ich sogar Point Blank Master Longbow. Choose one type of range weapon you do not provoke attacks of when firing while threatened. Ja. Das hat er halt mit dem Longbow. Demnach werden wir den Longbow bei ihm lassen. Wahrscheinlich. This plus one shortbow grants a rare plus one bonus to attack against chaotic creatures. Ich meine, ist zwar nice. Könnte man ihr sonst geben, aber braucht sie halt auch nicht wirklich. Danke sehr. Ich gebe es ihr einmal den zweiten Slot. So, und da ist noch was. Ja, dann geben wir ihm mal das Signal, dass die Bude frei ist. The mention is clear, you are alive. Fine work. Ja, barely alive, Alter. My secret door remains unopened. Fantastic. I wasn't too late. Die andere Tür, die habe ich auch noch nicht offen. Family secrets about to be revealed. It's so thrilling. What do we have here? What do we have where?
Wo hat denn jetzt was gepinkt? So ein Secret Door, was offen ist wahrscheinlich, oder? I hope you appreciate this. Okay, sie hat der Halfblade, die Medium plus 1. Ich wollte eigentlich niemanden, der sonst so eine schwere Rüstung tragen will. The painting depicts a thin blonde boy with thick, scaly skin. The caption is Horgus Graham, 9 years of age. A happy family, Horgus, an unknown half-elf, and the dark-haired young daughter. The painting is captioned Horgus Graham, Iris and Camellia. I will guide us. The painting are right where I left them. Very good. Horgus Graham, thank you for your help. Perception check. There's something off about the paintings in front of you. The blonde-haired boy in the Graham family colors doesn't look like Horgus in the least. The family portrait depicts Horgus alongside an unknown half-elf woman and a little girl who bears striking resemblance of Camellia. Who's that in the paintings, Horgus? So you've noticed. It seems there's no point in hiding it anymore. Horgus is silent for a few moments, then sighs and presses his lips into her hard line. You see, I have two secrets. Camellia is in fact my daughter, and I am not the real Horgus Worm. Attack! Prepare to die, Horgus Worm! Ist vielleicht etwas radikal. Ich glaube, das machen wir nicht. You are not Horgus Worm? My real name is Darren Witt. My parents were the servants of the real Worms at their mansion on the eastern edge of Mendev. The Grahams were generous and noble, but short-sighted. They burned through most of their fortune on charity, when instead they should have taken better care of guarding the mansion. When I was 10 or so, I used to play in the garden with the real Horgus Worm, who was just my age. I have no idea where the demons came from. Horgus ran to the mansion, and I bolted in the opposite direction. He was captured and killed, and I wasn't. Crusaders came from the city to aid us, but I was the only one who survived. They asked me my name, and I said I was Horgus Worm. That's the whole story. Such a heart-wrenching tale, it never fails to bring tears to my eyes. You're in no position to judge me, Camellia. You're right, I'm not. So, jetzt haben wir da verschiedene Choices. Good. You were just a scared child. I have nothing but sympathy for you. Besides, your lies didn't hurt anyone. Lawful. What you've been doing is wrong. People deserve to know the truth. Wem hilft das? Solange seine Story stimmt, hilft das niemanden. Chaotic. A golden opportunity right into your lap. There's nothing shameful in seizing a chance for a better life. Oder your past is your own business, not mine. Ich weiß nicht, I have nothing but sympathy for you ist mir halt auch ein bisschen zu extrem. Oder? Keine Ahnung. Ich glaube, es geht mir einfach nichts an. Whatever. Wir haben gerade andere Sorgen auf der Welt. Your past is your own business, not mine. Thank you. Remembering mistakes made in one's childhood is no easy task. It's difficult for me to speak openly about secrets which I have kept all these years. I have been hostage to them my entire life, strange as that sounds. Camellia is your daughter? Yes, illegitimate that is to say. She has resided in this house since birth. The staff thought she was a niece or the daughter of a friend who died in the Crusades. I never disabused them of their notions. Her mother, Iris, was a half-elf of humble origins. She worked in the gardens here. I wanted to unite the Graham family with another noble line.
The Graham name could not be permitted to mix with commoners and thereby plunge into insignificance. Ares did not protest, and we successfully hid our connection, and when Camellia was born, I did not claim her as my own. As far as Mendev knows, Camellia is the daughter of a Graham family servant who died over 10 years ago. And before I start telling me what a terrible father I am, I want to tell you something. My daughter wanted for nothing. All her whims were fulfilled as quickly as they arose. I had the best teachers and bought her the best books. She always ate well and had warm clothes. Isn't that what a parent does? Nicht nur, Horgus, nicht nur. You've discovered my most terrible secret. Father cares so much about the Graham name that he raised me in our mansion, hiding me away from the whole world. I'll always be grateful to my father for everything he's done for me, even if Mendev society disapproves of some of his decisions. Would it be insolent of me to beg for a discretion regarding what you know about us? What's it like to live your whole life under someone else's name? When I was a boy, I used to hate Horgus. The condescensions most of all, the pity on his face, his smile when he called me to join him in his games. The difference in our birthright wasn't fair. Envy clouded my mind. When the demons killed him and not me, I thought it was a gift of fate. I seized my good fortune with both hands and never let go. When I told them my name was Horgus Graham, the only heir to the vast fortune of Graham family, on that day, life was fair. Unfortunately, it took me many years to see the generosity behind the condescensions and feel the compassion behind the pity. I discovered far too late that Horgus was my friend, even when I didn't feel myself his. I never accepted the hand of friendship he offered until it was far too late. But now what can I do? Reveal the truth, reject the name and allow it to sink into oblivion? Would my friend Horgus want this? I bear the name of Horgus Graham with the pride and dignity it deserves. As a banner on battlefield I will multiply its merits. The Graham family will not be forgotten. I still serve Horgus Graham. What are you planning to do now? Well, first and foremost, I shall reward you handsomely for your help, and then I shall burn these portraits. I've kept them all this time out of misplaced sentiment, but they serve no purpose now. My ravaged home will likely be picked to the bone and the secret room will be inevitably be discovered. I don't want these paintings to be seen by anyone else. Aber es hilft da niemandem, wenn wir das jetzt überall rum erzählen, also I promise to keep your secret, Camellia. Please accept my humblest thanks. Keeping secrets is easiest when you don't know about them in the first place, or if you possess the unique ability to selectively forget information. Like me! Then he blinks a few times. What was I saying? Huh, never mind. Keeping secrets is even easier if you are dead. Horgus casts a wary look at the girl, but remains silent. Ja, angreifen wir ihn nicht, also I see. Well, you certainly earned your payment. Here, it was a pleasure doing business with you. 1000 gold coins. Horgus is silent for a while. Camellia, I can tell from your face that you enjoyed fighting the demons in the Worthy Party. I only ask one thing. Are you certain? Camellia doesn't answer but looks at Horgus with a half smile lingering on her lips. Well then, clearly, I can no longer keep you safe. Our house is destroyed, our servants scattered or dead. Horgus stares into his daughter's face as though he is seeking the answer to an unasked question, then he turns his attention to you. But now, follow me. We'll make sure that no one ever again discovers the secrets of Horgus Graham. Scorched frames and burned canvases. No one will ever know what these paintings showed. Well, that's that then. Thank you for your help. Farewell and watch over Camellia. Natürlich, Horgus. Natürlich. So, da gibt's noch eine Tür. Godspeed.
Irgendwo muss es ja was geben, um die aufzumachen. Let us press on. Nochmal alles ablaufen und schauen, ob irgendwo was triggert. Now what is that? Nicht, was ich gesucht habe, aber hey. Nehmen wir. Wir haben Scroll of Displacement. The subject appears to be about 2 feet away from its true location. Okay. Dann haben wir Stone Skin. Resistance, blow, cut, steps and slashes. Okay. Remove Sickness. Das hätte ich früher mal verwenden können. Okay, keine Ahnung, welche die letzte jetzt war, aber es scheint gar nicht zu sein, was sie lernen kann. Ah, Received. Remove Disease. Na, das kann sie nicht. We march ahead. Den inneren Raum da vielleicht auch noch einmal ablaufen und wenn ich dann auch nichts finde, dann kann ich wohl nichts machen. Our path leads on. Ah. Auch hier poppt nirgends ein Schalter auf. Kann nicht sein, dass die nicht aufgeht. Da brennen die Kerzen nicht. Aber ja, da herum jetzt und auf gut Glück ewig im Kreis laufen hilft halt auch nicht. I will guide us. Mal schauen, von dem Zeug brauchen wir nichts mehr, also lief. Tower of Astrod. Okay, da muss ich sowieso zum Market Square zurück. Ja, dann werden wir das jetzt machen. Wir werden zurück zum Market Square gehen. Aha, da gibt es noch einen Kill Ramian. Aber ich werde vorher das Party-Management machen, weil ich werde sie außernehmen, damit ich ihr Leben nicht unnötig riskiere. Und dann ist die Frage, entweder den Schurken oder diesen Adligen, der ist wohl auch irgendeine Art von Magier. Also er hat zumindest gesagt, er kann ein paar Spells. Ich werde mir kurz was zum Trinken holen, falls irgendwer Vorzüge hat, einfach kurz reinschreiben, ich bin gleich wieder da. Schurke, wahrscheinlich Magier.
So. Ich habe mir noch einen Kaffee gemacht, deswegen hat es kurz ein bisschen länger gedauert. Keine Vorschläge, dann... Wenn ich den einen nehme, bin ich Caster, Physical. Das hat eher das Strength Damage. It can be restored by resting or with the help of lesser restoration spell. Das müsste ich hinkriegen. Nehmen wir den Schurken mit und dann auf zum Market Square. You failed to sneak past the enemies. Prepare to fight. Ich habe keine Ahnung, was am meisten Sinn macht. Wir haben jetzt einfach mal den Dieb mitgenommen. No time for debates. Okay, surrounded direkt. What the hell? Gut, wenn er da runter geht, dann kann er draufhauen. Das ist, glaube ich, gescheiter, wir gehen auf die Fly. Wobei, wenn er da hergeht, kann man da überhaupt eine Burning Hands machen. Boom. Wesentlich weniger Damage als erwartet. You've crossed the wrong mongrel. Ah, okay, er ist gegen Feuer resistent. Und jetzt liegt der Hund da. Okay. Cool, Bro. You wide open? Das macht nix. Guide my blade. Wir kriegen das hin. Vermutlich. Okay, die ist im Melee Range, wirklich. Erst einmal einen Heal ausdrucken. Ah, okay, er kann aufstehen. Will ich das? Ist das klug? Vielleicht ist es gescheiter, wenn er liegen bleibt. Dann ist als nächstes der Landron. You won't survive me. Vision blurring. Wow. Legs are shaking. Oh, der hat einen kräftigen Hieb. The spirits demand your blood! Okay, auf die Fly kannst du hauen. Without risk. Sehr schön, wir machen Fortschritte. You should have listened to Reed. Frick! Nein, jetzt ist die auch noch Death Door. Oh Gott. Do not hold back. Bleib liegen. Endure this. It's all your fault. Fuck. You are today's sacrifice! The light. Take you into the fray. Strike as one. Was passiert hier? Verprügelt werden wir! Verprügelt aufs Übelste! You are my favorite aide.
Bless. Okay, da haben wir sogar Inflict Serious Wounds in der Zwischenzeit. Prayer. Remove 4, das brauchen wir halt alles nicht. Ah, Our time has come. Lost Items, Scroll. Ja, aber wo kann ich es jetzt usen? Jetzt habe ich dieses Lesser, die Scroll benutzt. Und wie benutze ich es jetzt auf den, wo ich es brauche, nämlich auf ihn? Where else would I be? Together we stand. Ich hätte gedacht, ich kann da ein Target auswählen. Warum sind die jetzt alle so heftig? Das sind sie, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es war einfach ein bisschen Pech dabei, um ehrlich zu sein. Build Affliction. 10 Disease or Poison Character. Ich glaube, das hat nicht wirklich geholfen. Ah, weil ich check halt gerade nicht so, ich hab eigentlich die eine Scroll benutzt und die ist jetzt scheinbar einfach weg. Okay. Dann ist sie wohl weg. Whatever. Aber ich glaube, in der Situation war halt fast gescheitert zur Grey Garrison zurück. In der Hoffnung, dass wir da gegen das was machen können. Oder achso, na, Grey Garrison ist ja wieder was anderes. Defenders Heart, das wäre das. Dann muss ich sowieso durch den Market Square durch. Aber dann tue ich tue jetzt trotzdem ihn wieder außer, weil er Melee ist, schwerpunktmäßig. Und nimm ihn eine. Weil er zumindest Range halt ist. Ah, na stimmt, er ist sogar Heiler. Er ist kein Damage Mage. Er ist ein Oracle. Hilft mal Oracle überhaupt? I guess. You've spotted the enemies. Fight or evade. Evade. Ah, da gehen die Frames ein bisschen runter, hä?
So, da gibt's irgendwo einen Gegner, den ich besiegen soll, scheinbar. Godspeed. Aber scheinbar sind da jetzt nicht unbedingt neue Gegner aufgetaucht. Was ja auch schon einmal was wert ist. Ich glaube, da wir drüber müssen. Thanks, Lan. You're so awesome, Lan. We march ahead. Ja, eigentlich habe ich da ja schon ziemlich aufgeräumt in der Area. Höchstens vielleicht da. Na, da komme ich aber nicht eine. Da unten war ich doch auch schon, oder? Klar. Da waren wir auch. Da war dieser Necromancer. Da ist halt auch Area Exit. Our path leads on. This task is Grey hair, beyond ashen skin. What kind of farm magic could possibly do this to a person? Ah ja, da oben haben wir die mit dem Bierfassel gehabt. Stimmt, da war dann noch was. Da bin ich da drüber umgegangen, aber da oben war ich noch nicht unterwegs, glaube ich. Schauen wir mal da weiter. Also zumindest habe ich gekämpft und dann bin ich runter. Da geht's in ein Haus. I welcome your company. Magricio, Turinos. So, das lesen wir jetzt gleich. Das. A journal about an experiment. Experiment. Day 1. Today I was able to catch a quasit. Rory be my witness. It wasn't easy considering my humble physical condition. Luckily it was my scrawny specimen about 7 pounds with a wingspan of about 2 1/3 feet. When it awoke, the quasit first tried to attack me and then ruined my clothes with his caustic Slavia. Experiment, day 3. I have begun my linguistic research. My goal is to study the language of quasits. I'm quite convinced they have their own dialect. Through understanding their speech, I will be able to understand their way of thinking and convince them to rebel against their lord's tyranny. A revolution will roll through the abyss and the powerless will rebel against their oppressors. I'm sure that Everbloom Milani will not refuse her patronage even to such creatures as these if they would break their chains of slavery. Unfortunately, progress is thus far insignificant. I have been able to catalog only 2 words, which I suspect must mean rent and carrion. The quasit found both words quite vividly when commenting on my person. While I was entering this record, the quasit managed to steal my watch and throw it into the chamber pot. Judging by his spiteful giggling, he is quite delighted about his little joke. And despite the naughty trick, I am somewhat glad. Jokes and pranks are a part of cognitive communication which I fully intend to establish with the specimen.
I grow more and more convinced that I made the right decision in leaving Absalom and Phorologos, the so-called Wise House. More like narrow-minded fools stuck in the past, under the sway of their ringleader, the chatterbox, the fool of fools, Jubilos Nafropel. They've never appreciated the progressive nature of my theories. Experiment Day 4. Today the Quasit almost bit off my nose while I fed him. In response to my shame, I beat him with a wand. Such behavior towards sentient being is unacceptable, and I repent deeply. I've also run out of meat. The specimen and I will have to make do with porridge and soup. Experiment Day 6. It's been 3 days since the specimen switched to a vegetarian diet. At first the Quasit refused to eat plant-based food, but then ate some cabbage soup and poked at the porridge with his claw. His face looked so tragic. Experiment Day 7. The specimen has completely lost all signs of aggression. At dawn I was awoken by his moaning. The Quasit was rolled up in a ball and corner whimpering. Despite his dangerous appearance, it's quite impossible not to feel compassion towards the poor creature. I had to take prompt measures and give the specimen a laxative potion. The Quasit now reacts to me with confusion and fear, but at least it's not suffering anymore. His gastrointestinal tract must have reacted unhappily to the unfamiliar diet. Experiment Day 10. What a great day! The switch to a completely plant-based diet is complete. The theory that Quasits can only eat meat and carrion has been disproven. My eternal opponent, Sir Jubilos, will just have to go drown himself in a river. The Quasit has become peaceful and easygoing. He no longer tries to eat my boots or the feet inside them. The specimen's behavior has become gentle and friendly. He shows some interest in board games and physical exercise. I have named him Pekka. Today he initiated communication and attempted to explain a new word to me. By all evidence, he was making up the word during the communication process, for there has never been such a word in the Quasit language. The meaning I understand is safety, comfort and calm. I see no further need to keep Becca on his chain. This experiment has convinced me that the vicious and evil traits attributed to Quasits are acquired habits, not natural or inherent to their nature. Over these days I really have grown fond of him, and by all evidence Becca likes me too. He's gotten used to napping on my knee while I'm writing my observations in my journal. Maybe someday the Quasit will become my familiar. The current stage of the experiment is complete. Pekka and I are soon off to Absalom to present our findings before the professors at Phorologos and become a scientific sensation. On our way we may make small detour to Avistan so that Pekka will have the chance to better adapt to civilization. I hope the little trickster enjoys the journey. Okay. Eingstürzter, dreckiger Keller, Leichen, kein gutes Zeichen. These fighters must have been caught off guard. They died before they could even draw their weapons. Their bodies are covered in a thin layer of ice that is slowly melting. You require my unbiased opinion? Do not fear! Do not waver! And a dredge. Okay. Go for their hearts! Card Charge drinnen. Glory without risk! Out of my sight! Oh, the waiting's never fun. Magritium Turilos. Au! What the hell? Schon wieder? The Inheritor, guide my blade! I'll cut you wide open! I will see to your demise. You're irrelevant.
Oh Gott, pass auf, Lady. Erst einmal wieder hochheilen. Make every strike count. The light take you! Hör doch auf! Hör doch auf! The spirits demand your blood. Touch range. Saving throw succeeded. So, was mache ich jetzt mit ihr? Nix? What the hell ist denn das jetzt für ein... Zugreihenfolge. Ich kann Damage machen, weil der gerade gebufft ist. Der Dredge. Dann kommt vorher er noch und kann einen großen Heal machen. Machen wir Damage. So. Lan, Dredge. Komm schon, komm schon, komm schon. Perfekt. So, den smiten und draufhauen. Mehr wird's nicht, ne? Waffen buffen, draufhauen. War jetzt auch nicht so der Burner. Heal. Und du kannst in die Richtung gehen. Geh mal daher. Blind all creatures in cone. Warte mal, so. Shimmering Ray, 30 feet, range touch attack, are blinded for 1 round. Ich glaube, dass der Color Spray einfach besser ist. Dann gehst du einfach nur ein bisschen hinter. So, brauchen wir einen Heal? Gerade nicht. Das kann ich mal safen. Wie hoch steht meine Chance, wohl Cause 4 auf so einen Dämon zu kriegen? Wahrscheinlich nicht so hoch, aber ich habe ja noch meinen Bone Shaker. Ja. Auch nicht überragend, aber man nimmt, was man kriegt. The Inheritor, guide my blade. Kann sich ja noch einmal selbst teilen, dass sie wirklich voll ist. Bull Strength. So, dann kann sie zwar jetzt nicht angreifen, aber nehmen wir mal hin. Probieren wir noch einmal so einen Bane. Fails to overcome spell resistance, okay? Wie viel hat denn der noch? Circa halb. Fails to overcome spell resistance. Dieser miese Hund. Oh.
Aber das, okay, irgendwie hast du recht. Warum sind die gerade alle so heftig? Es ist ja nicht mehr feierlich. Shield of Faith auf C. Summon Monster. Der prügelt sie fast ohne Shield of. Wer weiß, ob die noch leben wird. Wobei sie jetzt eh alles durchkriegt. Zugreihenfolge. Sie kommt selber dran und das Oracle kommt dran. Was so viel heißt, wie wir machen Cure Moderate Wounds auf sie. Das heißt, er der Keeper. A swift action can make one an unaimed strike. Ja, whatever. Du schießt mit deinem Bogen. Into the fray! I'll cut you wide open. A bright future awaits us. The mongrel did it. I will guide us. I stand ready. Ah, not this time. I am helpful, am I not? Composite Longbow in Magisch. Show me. Composite Longbow enhancement +2. Nice. Whenever this +2 composite longbow confirms a critical hit on an enemy, the target must pass will saving throw or suffer a curse. This cursed creature suffers -1 penalty to will, -2 to fortitude and 3 to reflex saving throws. It can be removed with the remove curse spell. Ja, aber das ist doch mal ein toller Fund, oder? Also ich würde sagen, der Keller hat sich definitiv ausgezahlt. Godspeed. Bist du vielleicht unterlevelt oder zu früh mit ist das Spiel einfach schwieriger? In dem Gebiet waren wir ja vorgestern. Im letzten Stream. Wir waren in dem Gebiet unterwegs. These people were not killed by demons. Their mortal wounds were inflicted by ordinary weapons. Ja, war ein Tiger. Ja, war ein Tiger. Summons a pet cat. Cats for instinct +2 tomorrow bonus on perception. Wie kann ich den Tiger rufen? Man gebe mir den Tiger. Und was habe ich? Warum habe ich ein Purple Stone Knife? Seit wann habe ich das Messer?
I will not falter. Da ist er! Da ist er! I will see this through. Wir haben eine tolle Katze. Und das Spiel verwirrt mich teilweise wirklich, ja. War im Temple of Desna nicht auch schon drin? Klar, in dem Tempel war ich auch schon. Also ich war in der Area definitiv. Let us press on. Ramian! The golden curd Asima greets you with graceful bow, so you found me. I have nowhere else to run. I am at your mercy. Kill me if you wish. But I ask you, hear me out first. I can't imagine someone would go so far as to kill you, Ramian. Your gaggle of good little worshippers wouldn't allow such sacrilege to come past. Why didn't you think you to seek refuge with me? I would have helped out of solidarity for a fellow Asima, and to relieve that one summer's eve. Dear Ren, the priest seems to have only just noticed your companion. We are traveling in unexpected company. But to answer your question, I never considered trying to save myself. I wanted to help the people of the city. I refused to idly wait out the storm just to amuse you, not even for the sake of that one summer's eve. Yes, that is a common affliction among clerics, it seems. Now is not the time for selfish pleasure. Our city is burning, and the prelate has lost all reason. Ah, okay, jetzt, ich war kurz confused, wer das ist. Das ist da, wo wir beim Abgrund mit diesem einen Inquisitor geredet haben. Did you really know about the demon attack before it happened? I did. We have a secret ally in the enemy's ranks. No one knows who this brave soul is, but she has been feeding us information about the demon's plans. These dispatches have come to us by a most reliable channel bestowed upon us by the great dreamer herself. Brush them off as meaningless reveries. And well, I admit that it isn't always easy to distinguish our allies' messages from ordinary dreams. But even ordinary... The prelate and all the crusade leaders, for that matter, should have put less store in reason and more in intuition, inspiration and spontaneity. What's more, not long before the attack on the city, a blind elf who calls himself the Storyteller, von dem haben wir schon gehört, arrived in Canabras. This wanderer wasn't merely a collector of legends, but a scholar of unknown. According to him, the wardstone in our city, the first and most important in the chain of wardstones, weakened since long ago, was teetering on the brink of corruption. It seems that the Red Morning Massacre and other demon attacks, even the ones we fended off, did not leave us unscathed. Unfortunately, the prelate did not wish to listen to the Storyteller either. We were lucky he wasn't burnt at the stake as a heretic. We had such vital information on our hands, information that could have saved the city, but no one cared to listen all the way to their catastrophic end. Kann es sein, dass dein Mikro manchmal ganz kurz Ausfälle hat oder liegt es am Laptop? Das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich nicht die ganze Zeit ins OBS umgeschaut habe. Also jetzt während ich gerade spreche, schaut es zumindest im OBS vom Ausschlag her nicht so aus, als hätte ich einen Ausfall. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade in dieser ganzen Abfolge an Worten einen Ausfall gehabt hast.
Not all dreams have benign origins. What if those dreams were sent by demons? In a different time and place, someone perhaps could have become the victim of false dreams sent by monsters. But here in the war with the Abyss, the goddess is keeping a close eye on her most faithful followers. I have no doubt that if a demon tried, his punishment would have been swift. Nein, aber ein paar kleine Knisterer. Ich kann eh nur... Also ich meine, wenn irgendwer anders was dazu sagen kann, dann nice. Und ansonsten kann ich es mir eh nur später oder morgen selber anhören. Mach mal einen... Wenn du das nächste Mal eine Auswahl hast, mach einfach einen Clip, dann schau ich mir den Clip an, oder du dir auch, und dann können wir abgleichen, wo das Problem liegt. Also mach einen Clip und schick ihn in den Chat. Believing in divine providence is terribly unscientific. You should follow my example. I prefer scientific experiment over blind faith in benevolent destiny, or better, several experiments. Friend, your experiments, how to put this, they don't look very scientific. How do you find out if fire is hot? Stick your hand in, of course. Now that's science! Yolen. I would gladly observe your experiments from a safe distance, but don't call upon me to participate. Dilettantes! Tell me about the strange rituals that were going to be performed on the wardstone. When my attempts to open Huron's eyes ended in failure, a few of my young adepts resolved to take matters into their own hands. They did not consult me before doing so, but I have never demanded iron discipline from my priests. Army commanders may have subordinates, but I have pupils and fellow worshippers. I can only inspire them, I cannot command them, and it seems they were inspired all on their own. In other words, you get to preach whatever you want, and you don't have to take any responsibility for your flock. If you really got it made, for pity's sake, how can I be held responsible for the action of others? These are not children we are discussing here, they are grown adults endowed with their own free will, praise the goddess. Of course, we all help one another, but in the final reckoning, each of us decides how we will act, and each must answer for his choices. Da hat recht. They had no ill intent, they only wished to access the Watson in secret and try to cleanse it. But to Huron it became perform a suspect ritual after hearing even more suspect voices in their dreams. The children wanted to save their city, but the Inquisitors detained them and almost killed them. I had to intervene. I used my authority and my power as a cleric to give them a chance to flee. If they hadn't got away, they were destined for a cell in the prelate's dungeon and quite likely death. Why are you and Huron feuding? Oh, I'm not feuding with him. I sincerely wish only the best for the man. In an ideal world, he'd be far away from the front lines enjoying a peaceful retirement. But even if that is impossible, I've always tried to help him fulfill the mission he has taken upon himself, and to which he has proven fatally ill-suited, protecting Canabras against demons. Unfortunately, he is convinced that the followers of Desna are heretics and saboteurs. He refused to listen to me, and it was only knightly orders that deterred him from including us in his witch hunt. Now there is clearly no one left to stand in his way. He is finally free to get rid of us once and for all. Is there a chance you can resolve your conflict? I don't know. Huron's faith is truly formidable. Not only his faith in Iomede, but in his own infallibility. In other words, he is hard-headed as a rock troll. But even so, Desna teaches us to never lose hope. Talk to him. Try to explain that we are fighting on the same side. If he attacks you, disarm him. Bind his hands. But I beg you, if at all possible, please do not kill him. Why haven't you left this place for somewhere safer? Because people might need help, and they will come to the temple in search of a priest. I will not hide away in a hole saving my own neck where Canaris is full of people suffering in the wake of the demon's attack.
Der Typ scheint vernünftig zu sein. Also dann schauen wir mal, ob wir mit dem Hurun reden können. Ich meine, er ist Inquisitor, so viel Hoffnung habe ich nicht. I have to go. Wait. 3 of my adepts are hiding somewhere in the ruins of the city. The ones the Inquisitors are wrongly accused of treason. I beg you, find them and protect them against the demons and vigilantes like Hurun. They will not rest until they find them. If there's anything else you can do to save Canaveras, please do it. Ilks, stranger, wait. You spared Ramian despite what the Mad Inquisitor told you. Oh, hang on, I forgot to remove the spell. I hope Hurun's dogs aren't lurking nearby. A pale youth materialized before. His face looks haggard from lack of sleep, but he is clearly pleased to be speaking to someone. So, you are one of the Desna adepts that tried to break into the Wardstone? Yes, I am Ilks, cleric of Desna, and one of the people who answered the call of the voice in dreams. Some unknown person made contact with us through our dreams, telling us about the demon's plans. We learned that the demons were planning to attack Canaveras and do something terrible to our Wardstone, which already carries the taint of corruption. Make a choice. We could either throw up our hands and pull back or take action, even though it could cost us our lives. But what heartless person could stand by in the fate of such deadly threat? What were we planning to do to the Wardstone? Our plan was to get to it, and then follow our instincts. There were 3 of us, a cleric, a mage and a bard. Between us, we know a lot. We are capable of a great deal. If we had enough time, I'm sure we could have figured out what's wrong with the Wardstone and how to heal it. But they didn't give us time. I know how you feel, boy. Devising an experiment and then being unable to conduct it is the greatest of tragedies. I can also tell you, writing in daily petitions of the Inquisition of Iomede requesting even a small piece of the Wardstone for study has no chance of succeeding. Yes, the local commanders got roped into dealing with this. Some idiot kids trying to break into the Wardstone. Apparently some of ours, but who even knows these days? I know there is no evil in you, I can sense things like that. But what you did was so stupid and impulsive, some could have got hurt. I know from experience. So you lot decided that you needed to do something right away, so you did something right away. Great work. How did you even come up with such a plan? How could we not come up with that plan? Listen, Desna is the goddess of luck, but luck as many lay people would understand it, and luck as we, the followers of the music of the spheres, see it, are far from the same thing. Other people believe that luck is something good that falls into our lap just because, like a generous but unearned reward. We see luck as fundamental law of creation, according to which even in the darkest hour of the most hopeless situation a chance of rescue and change for the better can arise. Hab's erwischt. Ich schau's mal gleich an. Ich lese gerade noch den Part da. But you've got to seize this chance when it presents itself, or better yet, create your own. Followers of Desna are not people who like idleness and inaction. That's when when Canaris was in trouble, we did as our goddess had taught us. We took matters in our own hands and tried in a moment of desperation to pluck our chance from the hands of fate itself. So, mal schauen, was wir da haben. I am Ilks, cleric of Desna, and one of the people who answered the call of the voice in dreams. Some unknown person made contact with us through our dreams, telling us about the demon's plans. We learned that the demons were planning to attack Canaveras and do something terrible to our Wardstone, which already carries the taint of corruption. Make a choice. We could either throw up our hands and pull back or take action, even though it could cost us our lives. But what heartless person could save Wardstone? Yes. Yeah. Why? Alter. Why?
Tja, aber es ist immer nur so ganz kurz. Ja, aber es ist voll scheiße. Ihr wisst keinen Grund dafür. Naja, kannst du gerade machen nix. Gut, wir haben dort choices. Lawful. So what? You went up against Huron, but he is the official governor of the city. Chaotic. How could a zealot like Huron become the respected defender of Canabras? Mir gefällt weder die Lawful noch die Chaotic Choice. Wenn die Entscheidung vom Huron falsch ist, dann muss man halt was dagegen tun. Aber ihn deswegen gleich als Vollhang, auch der hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Es ist einfach eine schwierige Situation. I'm sick of all this Crusader infighting. It's not just infighting, it's a matter of life and death. It's about the path we're all on. Whose voice have you been hearing in your dreams? Nobody knows what it is, but everyone who has heard her I should say, is convinced that she is a good and pure soul chosen by Desna. We had a choice. We could trust her, accept that we have an ally somewhere who isn't afraid of all the armies of the abyss, or we could run in suspicions and get one step closer to becoming just like Huron. We decided to trust the voice, and seeing Canabras devastated, which is what our unknown ally tried to prevent until the very end, I can see now who had the truth on their side. Where are your fellow worshippers and how many of them are there? Fortunately or unfortunately, I don't know where they are. We split up to confuse the Inquisitors who were chasing us. Do you need help? Desna teaches us to trust in last-ditch chances. Listen, my friends are called Aranka and Teil. Teil the Wallflower. Aranka is an amazing singer and a truly beautiful girl. She has plenty of friends and fans. She's well blended into a crowd somewhere. Im Anwesen vom einen Typen, den ich dabei hab, war eine Barde. A songstress, a true beauty, in addition to all that the criminal wanted by the Inquisition, sounds very appealing. Do I know her? I seem to recall a group of new musicians performing in my manor, including a very pretty young girl, but I had no time to ask for their names, so perhaps I did ask, but didn't see the need to remember them. I fully support this behavioral model boy. One should memorize only names of those who are worthy of remembering. I don't understand why I still remember your name, Nenio. Wallflower is a mage, but I don't think he'll risk using magic and won't bring the Inquisitors down on him. He'll be harder to find. You'd better find Aranka first, she might know where Wallflower is. Please find them and protect them against the demons and the Inquisitors. I will await news in the goddess temple. I hope our mysterious helper will send us new message that will reveal what is to come from the demons. Okay. Let's go. Go. May Desna be with you, stranger. So, die Frage ist jetzt, wo ist dieser Huron? Ah, da. Praetor not just is dead and no... Remy and Netleaf, please put commentary that his conflict can be resolved by peaceful means. Ja, okay, die Frage ist, wo ist der Huron jetzt an?
Ah, wobei der hat ja gesagt, er wartet bei diesem Abgrund, oder? Okay, und da geht's noch irgendwo auf, wo ich scheinbar auch noch nicht war. Kann ich da raufgehen? Ja. Ich glaube, da werden wir einen Gegner treffen. Was haben wir denn da? Watch it, watch it. What are you guys doing? You bloody crushed me. A young tiefling lies trapped in a collapsed section of a tunnel. Now two tieflings scramble around trying in vain to free him from the rubber. Natürlich läuft sie mit, das ist mein treuer Begleiter. Coming! Maybe he'll help us? Wise up, would you, before you get us killed. Let's make a run for it while we still can. No, come on, don't leave me. I'll die here. So, wir können sie einfach fragen, wer sie sein. Wir können den einen auserziehen. Oder wir können sie dann direkt einmal drohen. Sie verhalten sich schon eher verdächtig. Ich bin auch für drohen, weil die Typen haben sich echt verdächtig verhalten. You look like you're up to something. Give me one good reason why I shouldn't kill you where you stand. Alright, don't hurt us. People call us the Thieflings. We kind of skirt around the edges of the law, that's how we make our living. Say some Tyrant bans books that show stuff he don't like, or fancy Ionian wine he don't drink. Is it wrong if we step in to fill the gap in the market? If there's a demand for it, someone's got to sell it. To me, these fellows are the true unsung heroes of Canabras. My butler, may his decomposing remains rest easy in the gut of that demon, had a very high opinion of you. He said that you could get him whatever he wanted, things that had been banned and things the authorities hadn't thought to ban yet. Yep, that's us. Listen, buddy, so who are you? Wake up, you idiot. It's only the bloody count. What, for real? No way. Well, see, the thing is, don't go thinking we're gangsters or anything. Our only concern is making the lives of citizens easier for a little coin. People in the city can't even breathe without breaking some stupid regulation or restriction. Take this tunnel that collapsed on top of our friend, for instance. It leads straight to the Grey Garrison. Thanks to it, any soldier whose throat's feeling a little dry, or who's needing some nighttime reading material, we can get all the things for him that his heartless superior refuses to. We are providing a public service. Enough talking, get these rocks off me. You sent me down here for a goddamn crate of cognac, you idiots. Now get me out. Hol mal ihn außer. Failed! Clearing the route proves a bigger chance than you expected. By the time you finally free the trapped thiefling, you are ready to collapse with fatigue. Phew! I'm alive! And all in one piece, give or take. Einfach gehen wäre auch voll fies, oder? Ja, ist auch nicht mehr Ort. Thank you, I remember your kindness for the rest of my life. The freed thiefling turns to his companions. And you two clowns, I don't want to hear a word out of you. Get in the tunnel now, one trip, just go to Grey Garrison and back. Don't be a coward. It's not going to collapse. Go, else we came all this way for nothing. That ended well, didn't it? I helped you. Now you can help me and Commander Tirablade to save Canavras. The militia needs people with rare skills, even ones as unusual as yours. You what? A blind or something? Know what people call us? A real spawn, and that's one of the nicer nicknames. Crusaders and thieflings don't mix. We will be torched on sight. Whoa, Tirablade? Earwolf Tirablade from the Eagle Watch? Lads, we have to help her. She's one of the only big shots in the town that actually treat us with any decency. Why should we risk our necks for the Crusaders? Because Earwolf risked her neck for ours.
She saved me from that creep Huron, yanked me straight out of his torture chamber. Only a worthless Turek would refuse to help her out after that. No, I'm not listening to any more of this. You do what you want. I'm heading for the River Kingdom. Go on then. I'm going with the Crusaders, and I'm going round up the others to help. We've made some good money in the city. It'd be a shame to surrender our meal ticket to the demons. But enough yammering. So long. Na da, gleich noch die Stadtverteidigung ein bisschen gestärkt. Ah, die Kitty ist so cute. Gegner! Let's have some fun. Reduced hat er gegen Acid auch noch einen Schutz, oder was? Precision and grace. Das hoffe ich auch ganz stark. Wenn die Katze sterben wird, das wär uncool. You've crossed the wrong mongrel. The spirits demand your blood! Die haben alle so viel Zeit, um auf die Gegner zuzutrotten. Es schaut nur so aus. Einer down. Bewegen sich nur taktisch. Taktik. Oder das? Okay, das geht sich eh nicht aus. Ne, dann kann er einfach zappen. The Inheritor, guide my blade! Ich bin ernsthaft... Warte mal, es geht... Das funktioniert da überhaupt nicht. Das nervt gerade voll. So. Turn-based Mode. Move the camera to the acting character. No. You won't survive me. You have the scroll of Cure Light Wounds. Your character can read it to heal the wounded allies Sheila. Level up! Level up! Ja, also ich werde Priest of Balance bleiben. Weiterhin kein Klassenwechsel angedacht, oder? Verstanden was? Nö. Nö, ich bleib. So, ich kann einen Point verteilen. Ich könnte ihn in Constitution tun. Und Joe hat mir beigebracht, dass gerade Werte besser sein und dann gehe ich da auf den Modifier von +2. Ich glaube, das ist voll worth it. Da haben wir wieder 3 Points. Noch ein bisschen Religion. Magic Device. Früher oder später brauche ich das sicher. Oder? Tun wir mal an eine. Und Knowledge Word nehmen wir noch mit.
Ja. Ah, okay, ansonsten nichts Neues auf dem Level Up. Ich mein, am Mainstat ist glaube ich eh voll viel wert. Coole Spells sind halt immer coole Spells. Boah, da eben. Spells. Spells. Okay, das Level Up heilt sie nicht voll. Interessant. Oh, skip the pleasantries. I heed the voice of the spirits. Smile. The world's I not will help ending where I just can. yet. Hex. Featured abilities. Using Hex that doesn't provoke under the saving throw to resist a Hex. Okay, und was für ein Hex? Battle Master. The Shaman makes an extra attack of opportunity each round. This stacks with the attacks of opportunity granted by combat reflexes feature. Okay. So, genau, ihn muss ich selber leveln. Bei ihm gehen wir auf Dex, dass er da auf +4 kommt. Athletics, Mobility, Perception. Key Power. A monk with this key power can spend 1 point from his key pool as a standard action, grant himself a tough skin. Scorching Ray, may fire 1 ray. Sudden Speed, True Strike. The monk's next single attack roll gains a +20 insight bonus. Additionally, he is not affected by the mischance that trying to strike a concealed target. Das klingt doch gut. True Strike sollte zu ihm passen. Acid Arrow, okay. Und Stone Call. A rain of dirt, gravel and small pebbles fills the area. Dealing 2d6 points of bludgeoning damage to every creature in the area. This time only occurs once when the spell is cast. For the remaining duration of the spell, this debris covers the ground, making the entire area difficult terrain. Okay. Despite all the city's troubles, the statue of Imede towers proudly over the streets. So, jetzt müssen wir natürlich Spellbook auch einer schauen, weil man kriegt ja mehr Spellslots. Man Cure Light Wounds eine zu tun, könnte sinnvoll sein. Maybe? Was hat denn in... Das Light Wounds halt auch Touch Range hat. Wenn der Range wäre, wäre das so viel cooler. Aber AW8 +1 per Caster Level. Ja, okay. Wahrscheinlich ist er deswegen Touch.
vorbei. Mit einer Stunning Parrier? Macht Doom, Medium Range. Komm mal Doom, meine. So, und da haben wir auch noch was. Arrow of Law war nicht so cool. Cure Moderate Wounds habe ich drinnen. Das war 8. Remove Paralysis. Range. Bin ja nicht so hype von dieser Touch Range irgendwie. Wurscht. Das ist jetzt eine. Was macht Restore? Ah, warte mal, ja, du hast recht. Das ist gar nicht so blöd, du hast recht, über das habe ich drüber gelesen. Temporary Magical Effects weg und du kannst sogar Fatigue wegkriegen. Curses, Disease. Nein, du hast vollkommen recht. Wie viel ist das? Aber ich werde das trotzdem... Oder nicht? Ich meine, das... Dass man da halt Melee... Also, wenn man in Melee castet, Attacks of Opportunity kassiert, das ist halt schon uncool. Ich werde ihn nicht dauerhaft mitnehmen. Also macht es mehr Sinn, wenn ich, sage ich mal, vielleicht eher die Heal Spells drin habe. Er ist eigentlich gerade nur da, weil ich dieses stirbt sonst Ding gering halten will. So. Kriegt sie aber auch eine. Sie hat schon Hand auflegen, sowieso. Das Siege Cure Light Wounds jetzt nicht unbedingt. Mir gefällt, dass du als voller Blends so zwischen Offensiv und Defense zerrissen bist. Ja! Das ist voll nicht leicht. Warte mal, was macht Bless? Plus 1 Moralbonus, Attack Rolls und Saving Throw against 4 Effects. Naja. Ist jetzt auch nicht so der Burner. Ich lasse das drin. Aha, okay. Stimmt, so kriege ich mehr Casts davon, gell? Aber, naja, jeden von denen einmal passt schon. Ich werde Firebelly außer tun. Firebelly ist nicht so cool. Command war das. Nehmen wir noch einen Light Wounds eine. Firebelly ist, dass man diesen Fire Cone casten kann. Aber das passt mir von der Positioning im Kampf bei ihm eigentlich eh nie wirklich. Und du musst es preparen und danach einsetzen, also... Summon Nature's Ally, a giant frog.
verabschiede. Schönen Abend noch. Viel Spaß beim Spells schmökern. Eine gute Nacht dir, Joe. Danke, dass du da warst. Ich werde näher mal lang machen. Und es kommt ja dann eher auf YouTube rüber. Weil ich werde wahrscheinlich nur noch Spells schmökern und dann Abschluss machen. Schlaf gut und bis bald. Dann gönne ich mir noch einen Brownie. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das Bull Strength das Sickening Entanglement. Ich meine, ich habe es erst einmal gecastet und da war es eher uncool, aber ich glaube, ich habe es auch nicht gut platziert. Ich werde es dabei noch drin lassen. Und noch einmal Bull Strength, dass sie voll draufhauen kann. Ich muss sagen, einen großen Frosch beschwören spricht mir jetzt von der Idee her nicht so an. Enlarge Person kann man drin lassen. Das macht Entangle. Nö. Gib mir ja noch einmal Burning Hands. Bei ihr als Melee macht das schon Sinn. Hat keine Spells. Hat definitiv noch mehr Spells. Aber die Auswahl ist wirklich irgendwo erschlagend, hä? Den Snowball eine tun. Create Pit war cool, das bleibt auf jeden Fall drin. Acid Arrow einfach nur zum Ausprobieren. Bears Endurance war... Nö. Noch einmal Acid Arrow, der ist sicher cool. Und da können wir die Spells noch nicht casten, passt. Okay. Hey mein Bester, du hast die Haare schön. Hallo Seko, einen schönen guten Abend. Und ja, ich hab sie in grün. Wie geht's dir? Okay, da haben wir einen Mobility-Check. Thanks, Lan. You're so awesome, Lan. Bei mir ist auch alles bestens. Alles bestens bei mir. Slingstaff. Das werden wir nicht brauchen, das können wir da lassen. Gesehen, du hast in letzter Zeit nicht wirklich gestreamt. Warst du anderweitig beschäftigt, oder?
not. Crusading Shit. isn't that boring after all. So viel dazu. Okay, vielleicht ist das ja gar nicht die schlechteste Idee. Doch ist es, weil da ist... Da ist halt mein Tank wieder mit drinnen. Also nö, lass mal das. Ich konzentriere mich auf meinen Einstellungstest im November und mein Diät wollte am Weekend wieder mal angehen. Ah, okay. Siehst du, wie es da ausgeht. Wenn es sich nicht ausgeht, geht es sich halt nicht aus. Dann werden wir mit ihr nur ein Stückchen vorgehen. Den Waffenbuff aktivieren. Und gut ist. Mit ihm überhaupt nur ein bisschen vorgehen. Da chargen wir direkt eine. Das wäre nicht mal mehr, hä? Das können wir halt dabei auch noch vergessen. So, hat auch nicht genug Reichweite. Dann gehen wir auch nur vor. Und aktivieren wir halt Mirror Image. Schaden tut's nicht. So, er kann da drauf schießen. Der Fighter ist noch nicht in Melee Combat. Das heißt, da treffen wir besser. Auch bei weitem nicht genug Range für irgendwas. Dann gehen wir mit ihr daher. Dann können wir da schön eine Burning Hands casten. Das ausreichend effektiv war, würde ich sagen. No glory without risk! So, jetzt ist sie. Kriege ich da hinten einen Snowball auf? Ich glaube schon. Ja. Dann machen wir das. Wie angeschlagen ist der? Extrem. Aber dann finish mein einfach. Perfekt. Attack! Gut. Die wird eine Attack of Opportunity kriegen, wenn sie vorbeiläuft. Das werden wir eher vermeiden und einfach auf den draufhauen. Immerhin haben wir genug Ranged DDs, um den da hinten zu malträtieren. The light, take you! Das war jetzt nicht so effizient. Der haut natürlich jetzt wieder voll drauf. Okay, der hinten sollte jetzt eigentlich erledigt sein. So, habe ich derzeit noch einen großen Heal-Spell ready? Nicht wirklich? Dann nehmen wir einfach den AE. Hauptsache kalt. Go for their hearts.
Er kann ihr noch einen Single Heal draufgeben. Der nicht so viel gemacht hat. The Inheritor, guide my blade. You won't survive me. Scroll of Grease. Ich glaube, Grease kann sie noch nicht, oder? Können wir dann gleich übertragen, wenn sie es noch nicht kann? Jupp. Okay. Keine Ahnung, wie viel ich von der Area jetzt dann tatsächlich immer noch nicht gesehen habe. Ich habe gedacht, ich habe von der Area schon fast alles gesehen. Hä? Ich glaube, wir müssten noch einmal daher. Aber ob das jetzt so ein gescheiter... Nein, 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 oh Gott, das war voll der Scheiß-Move-Command. So, wir drehen da noch einmal um. Ob wir da nicht irgendwo zurück rauf können? Ja. Oder? Thanks, Lan. You're so awesome. Ich will jetzt eigentlich gerade nur noch schauen, ob dieser Inquisitor da drüben rumsteht, dass ich mit dem reden kann. Ihn wahrscheinlich nicht eines Besseren überzeugen. Haben wir da? Grab. Ist nichts, was wir brauchen. Ja, da ist er. Okay. Mal schauen, dass alle da sein, inklusive Lan, weil ich befürchte, da wird jetzt gleich noch ein Kampf ausbrechen. The Inquisitor gives you an appraising look. Well, what brings you to me? I talked to Ramian. He is not your enemy. He only wants what's good for Canabras. I would consider those words an admission of treason from anyone else, but I don't wish to draw my weapon against he who has been given heaven's gift, and I won't. As long as you don't do anything worse than conniving with that rebel rouser Ramian. I won't ask you again to kill the rebel rouser, but as soon as we liberate the city from the demons, my faithful will hunt him down. Okay. Go on and keep your head down. Dann können wir ja mit dem Ramian auch noch kurz reden. Der ist näher gewesen. I'm not going to run. Kill me if you wish, but I ask to hear me out first. Ja, wir haben ja schon geredet. I managed to calm Hurun down a little, but he's still hellbent on driving you out of the city once the demon attack has been repaired. I suppose I should be pleased, but the idiocy, the injustice of it all, it makes my blood boil. I will leave Canavras, but not before we fight off the demons. No matter what happens. I thank you. Irabeth Tirabrate of the Eagle Watch is gathering survivors in Defender's Heart Tavern. You would be very useful there. Commander Tirabrate? I do not know her personally, but her wife Anevia is a regular worshipper at our temple. I would be glad to aid them in this fight. Thank you for listening to me and defending me. I will go now to Defender's Heart. I hope to see you there. May Desna keep you. Sehr gut. So. Damit ich morgen nicht confused bin, klettern wir da noch runter und dann können wir morgen die restliche Area noch erkunden. Hallo?
Den brauche ich. Ja, da oben gibt's noch irgendwas, da vorne gibt's vielleicht noch irgendwas. Wir werden es rausfinden. Aber nicht mehr heute. Sondern so wie es derzeit ausschaut, morgen. Also, wenn ich nicht gerade confused bin, was auch sehr gut sein kann, dann können wir da morgen direkt weitermachen. Außer ich habe irgendwas Gravierendes übersehen, was mir morgen in die Quere kommt, aber ich glaube nicht. Ja, knappe Kämpfe heute. Wenn ich mit der Area fertig bin, muss ich definitiv schauen, dass ich meine Leute irgendwie wieder auftapeppel. Sonst könnte das noch ein ernsthaftes Problem werden. Und die Kamera stockt auch irgendwie komisch. Vielleicht hat das alles mit diesen Broadcasts zu tun. Gehen wir weg da. One moment. Should be back in a minute. Oder nicht? Doch, ich bin zurück. War gerade mega fett wegen dem Malstream. Ich dachte, dass heute Mittwoch ist und morgen Malstream ist. Kamera stockt gerade voll. Keine Ahnung. Achso, das ist das Falsche gewesen. Das du besser? Ich glaube, die kommt. So viele verschiedene Kamerasources, hä? Keine Ahnung. Die scheint so halbwegs zu funktionieren. Ja, Milestream, ich sag ganz ehrlich, ich war halt motiviert auf Pathfinder. Ich habe heute Bock gehabt, Pathfinder weiter zu spielen und deswegen habe ich Pathfinder gespielt. Voll der Ego-Move. So bin ich. Deal with it. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch für euch war die Reise wieder spannend. Und wir kämpfen uns langsam, aber stetig voran. Braucht halt alles ein bisschen Zeit. Wir haben jede Menge Bücher im Pathfinder zu lesen. Das weiß ich noch nicht, wie ich das angehe. So Step by Step, eins nach dem anderen. Ja. Aber morgen auf jeden Fall einmal die Area erkunden und dann zurück zur Taverne in der Hoffnung, dass ich die Leute dort heilen kann. Das ist der Plan. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen restlichen Abend, eine gute Nacht, schöne Träume und wir sehen uns dann die Tage. Genau, es geht, ich meine, wir haben mehrere Quests abgeschlossen, so ist nicht, gell? So, von der großen Main-Story vielleicht nicht viel, aber Sidequests haben wir diverse abgeschlossen, also es geht was weiter. Sidequests, gut, bis morgen. Sidequests sind super, vor allem Sidequests sind von der Story her toll geschrieben bisher, sie sind nicht langweilig. Aber ja, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft's gut, wir sehen uns morgen, es hat mich sehr gefreut. Baba! Make a no one next year. You make a no one next year. You make a no